Bevor es losgeht, die heutige Folge Hip-Hop lebt wird euch präsentiert von Spreadshop. So geht Merchandising. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ridal Karel Chocueño ist Literatur- und Kulturwissenschaftler, Journalist und Moderator. Er schreibt unter anderem für Stern und die Zeit über Kultur, Popkultur, Gesellschaft und Politik. Zudem spricht er in seinem Podcast Redlektion mit Gästen über genau diese Themen. Der Fokus in seiner Arbeit liegt oft darin, interkulturelle Perspektiven und Debattenkultur verständlicher zu machen. Auf TikTok und Instagram teilt er sein Wissen in Shortform-Videoformaten und leistet so ohne Ende wertvolle Aufklärungsarbeit. Ich spreche mit Karel in dieser Folge darüber, was seiner Meinung nach die Schnittmenge von Hip-Hop und Gesellschaft ist. Was denkt er über die deutsche Berichterstattung zum Beef von Drake und Kendrick Lamar? Was hätte besser laufen müssen und wie wertet er den Diss im kulturellen Kontext? Zudem gehen wir der Frage auf den Grund, ob Hip-Hop von außen ohne Bezug zur Kultur überhaupt verstanden werden kann und warum es ihm wichtig ist, komplexe Inhalte leichter zugänglich zu machen. Das ist nur ein kleiner Auszug dessen, worüber wir gesprochen haben, also bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören. Hallo Karel. Hi Julia. Schön, dass du da bist. So schön, dass du zu uns ins Studio gefunden hast. Es ist mir eine Ehre, dass du heute mein Gast bist. Ich freue mich auch hier zu sein, auch in deinem Podcast und einfach mal so von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Ja, wäre blöd, wenn du jetzt was anderes gesagt hättest. Das hätte schon direkt den ersten Moment gegeben. Wir fangen wie immer an mit der Frage von meinem letzten Gast, beziehungsweise waren es ja sogar 2 Gäste, nämlich Hatice und Seba vom Cozy Sound System. Shoutout nach München. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, tut es, denn sie ist sehr gut geworden. Also die Frage an dich. Wann findest du, ist man für sich selbst erfolgreich und zufrieden und braucht die Anerkennung von außen nicht mehr? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man seiner kreativen Sache freien Lauf lassen kann und das ohne an Finanzen denken zu müssen. Ich setze das um, das kostet so viel und das berührt dich gar nicht mehr, weil du halt in der Lage bist, das von dem Material, von den Ressourcen, finanziell, was auch immer, was du hast, umzusetzen und somit dann auch für eine Community, eine Gemeinschaft agieren kannst. Und dann findest du, braucht man die Anerkennung von außen nicht mehr, weil das einen so erfüllt. Die braucht man in der Regel nicht, im Idealfall, also eher von Leuten, die einem wichtig sind, aber von außen, ich tue das immer industrietechnisch sehen, dass die Industrie dich legitimieren muss. Aber dann bist du so, was auch immer größere Sender sagen, interessiert mich nicht. Ich mache das, weil ich das machen möchte. Und die Kultur mag mich, die Kultur unterstützt mich und ich möchte an die Kultur zurückgeben. Und ich kann das finanziell umsetzen. Dann bin ich an dem Punkt angekommen. Das ist ein schöner Gedanke und auch ein schöner Einstieg. Dann springen wir mal kopfüber direkt ins Gespräch. Um das auch ein bisschen einzuordnen, du kamst mir das erste Mal so wirklich bewusst auf mein Radar, als wir letztes Jahr beide für den IMJA nominiert wurden, allerdings in unterschiedlichen Kategorien. Und du hast das Baby ja auch nach Hause gebracht, nämlich für ein, Piece, was du geschrieben hast und hast den Preis gewonnen für Best Work of Music Journalism Under 30 und Mhm. hast ja eine Album-Review beziehungsweise kritische Auseinandersetzung von dem neuen, aktuellen Peter-Fox-Album Love Songs geschrieben. Und ich erinnere mich, dass du wirklich eine sehr bewegende Rede gehalten hast auf der Bühne. Und die letzten Worte hast du, wenn ich mich richtig erinnere, an deine Mama gewidmet, Ja. in einer Sprache, die ich nicht verstanden habe. Und seit September letzten Jahr habe ich schlaflose Nächte, weil ich mich frage, was hast du da gesagt? Dürfen wir erfahren, was du gesagt hast? Im Allgemeinen habe ich ja einfach gedankt und Hommage einfach gegeben an sie und meine Familie, also woher ich komme und für die Kraft, die sie mir gegeben haben. Natürlich noch viel ausführlicher und komplexer mit Beispielen, aber ja, das war so Danke für die Kultur, der ich entspringe und danke an die Leute, die vor mir da waren und den Weg für mich geebnet haben. Sehr gut, dann kann ich jetzt ja wieder schlafen nachts. Und was war das für eine Sprache, die du da benutzt hast? Die Mutter meiner Sprache heißt Mjimba aus Kamerun und die ethnische Gruppe sind die Baganté. Mhm. Ist Französisch auch, oder, 'n Teil? Also, in Kamerun ist ein Teil Französisch wie auch Britisch. Mhm. Also, beide Länder haben uns kolonialisiert nach den Deutschen und davor die Portugiesen. Deswegen werden offiziell heute Britisch wie auch Französisch als Amtssprachen gesprochen. Ich dachte tatsächlich, es wäre nur Französisch. Das denken viele, aber besonders in den nördlichen Regionen Mhm. oder in anglophonen Zonen, wo Mhm. auch dann gerade ein Bürgerkrieg ist, aber ja. Okay, da gehen wir jetzt nicht drauf ein.
Ähm, was mich dann auch ich habe natürlich den, Artikel über Love Songs auch vorab schon gelesen und mir dann auch in der Mhm. Vorbereitung zu dem Podcast heute auch noch mal durchgelesen. Was hat dich denn bewegt, über dieses Album überhaupt zu schreiben? Oder war es 'ne klassische Auftragsarbeit? Also, ich habe schon immer gerne Peter Fox gehört, bin mit seiner Musik sozusagen aufgewachsen, auf dem Weg zum Fußballtraining oder sonst irgendwohin habe ich seine Alben gehört, seine Musik. Und dann habe ich den neuen Song „Zukunft Pink“ gehört gehabt. Und das Framing hat mir nicht gefallen in Deutschland. Die haben Amapiano als Dancehall bezeichnet, als Reggae, als alles außer das südafrikanische Genre, das es ist. Und das ist dann irgendwie, wo ich mir dachte, als Journalist, das ist eine grausame Recherchequalität. Und auch noch mit den Worten, er hätte das erfunden. Und dann dachte ich mir, ja, genau das ist das Problem in Deutschland, also was das Verständnis gegenüber anderen Kulturen angeht. Bist du dann mit dem Wunsch, dass du darüber schreiben möchtest, an, die Redaktion herangetreten? Wie ist das entstanden, dass du dann wirklich da deinen Artikel veröffentlichen konntest über die Zeit? Lass mich nicht lügen, ich meine, ich habe es gepitcht Mhm. als Thema, aber habe dann gesagt, dass es nicht um kulturelle Aneignung gehen soll, weil Peter Fox stand von mir aus nicht wirklich in der Kritik. Also, er ist immer sehr respektvoll mit, schwarzen afrodiasporischen Kulturen umgegangen. Es geht darum, dass die Medienbubble ein Narrativ um ihn kreiert hat, dass er etwas erfunden hat, was er so nie behauptet hat und auch nie nach außen getragen hat. Und meine einzige Kritik an ihm war, dass er präziser hätte sein können, nicht einfach afrikanische Klänge, sondern sagt genau, wie diese Genren heißen. Hat er sich zu den Vorwürfen geäußert auf dieser einen Pressekonferenz? Er hat sich dazu geäußert und da haben wir ihm auch ein paar Fragen gestellt und ich würde sagen, er hat sie souverän beantwortet. Also vieles ist für ihn einfach, ich bin ein Artist, ich bin ein Künstler, ich mache, was sich für mich gut anhört, gut anfühlt und arbeite mit den Leuten aus den Kulturen zusammen, um zu verstehen und zu lernen. Und die Medien haben das eher in etwas überaus Politisches umgewandelt. Und da ist das ganze Problem dann losgetreten, was dann mir gezeigt hat, ihr habt weder das Genre gehört, noch versteht ihr, woher das kommt und was es bedeutet. Und das tut ihr jetzt an Peter Fox abarbeiten, weil er diese Ikone in Deutschland ist. Ja, weil er halt auch Klicks zieht, ne? Wenn man irgendwie so was über Peter Fox behauptet, dann klicken dann Ja, natürlich irgendwie alle drauf, weil sie denken: "Ah, hat er nicht." So. das ist es eigentlich, ja. Wie hast du das Ähm, wahrgenommen gehabt? Ich von außen, die ja nicht bei dieser Pressekonferenz war, ähm, ich habe tatsächlich erst gedacht, das stimmt, weil das so mit so 'ner Vehemenz in den Medien durchgedrückt wurde, dass er das gemacht hat und dass er das behauptet vor allem, dass ich so war: „Das kann ich mir nicht vorstellen." Also, bei der musikalischen Historie, die er hat, auch mit Seeed und ja auch mit dem ersten Album und auch welche MusikerInnen er irgendwie immer wieder unterstützt, sei es jetzt seien's jetzt auch Tänzer oder Feature-Gäste oder so. Da ich so: „Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt nach 100 Jahren wiederkommt mit dem Album, was es eigentlich Mhm, nie geben darf", weil er gesagt hat, er macht keine Musik mehr. Und dann eignet er sich was an und behauptet auch noch, dass er es irgendwie erfunden hätte. Das war mir dann sehr so verschwörungstheoretisch. Und, dann habe ich auch mitbekommen, dass es alles so ein bisschen Hoax war, dass die Medien das hochgejazzt haben. mhm. Und das hat mir halt für ihn total leid getan. Vielleicht war es am Ende auch gute PR für ihn, weißt du? Gibt ja keine schlechte PR. So war es irgendwie in aller Munde, aber ich fand es dem Album überhaupt nicht gerecht, was da erfunden wurde. Mhm, mhm. Ist das denn dieser Peter Fox-Artikel, jetzt mal nur als so Beispiel, als Stern, so der Perfect Case, über den du gerne schreibst? Oder was sind die Themen, an denen du dich sonst so abarbeitest oder mit denen du dich gerne beschäftigst? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das Peter Fox Album und der dazugehörige Artikel jetzt hier, das war ein Fokus von meiner Arbeit, also Popkultur, Musikjournalismus, aber sonst interessiert mich sehr Geopolitik, Kulturanalysen im Allgemeinen und auch, Gesellschaftsthemen und Gesellschaftskritik. Und das hat halt vieles davon kombiniert, weil es tiefer geht als nur Musik, tiefer geht als nur Popkultur. Da wird einer ganzen Industrie der Spiegel vorgehalten und Leute müssen verstehen, dass das Musik halt das eine Outlet war, um diese Aneignung, diese Ausbeutung quasi zu beleuchten, aber es geht noch in viele andere Richtungen. Deswegen
war das 'n gutes Paradebeispiel eigentlich für die Dynamik der kulturellen Aneignung, aber auch Medienarbeit und für die Themen, die ich mache, ja. Gab's denn noch jemand anderes, der sich so kritisch damit auseinandergesetzt hat wie du in Deutschland? Einige, ich meine, 'n paar Podcasts, der Masolo-Podcast, sehr viele, schwarze Medienschaffende haben das auch gemacht und haben sich darüber, beschwert und geäußert und haben dann auch den Peter Fox im Nachhinein in ihren Podcast eingeladen und haben da mit ihm gesprochen. Und er kam auch in die Communities und hat an Panel Talks teilgenommen, was viele so nicht machen. Also, es ist kurz ein Statement auf Twitter oder Instagram und damit ist gegessen. Aber er hat das nicht nur gemacht, dann hat er auch aus der Community Leute eingeladen, mit denen zusammengearbeitet, die auf seine Tournee mitgenommen. Sie sind in seinen Musikvideos, sie haben Credits et cetera, Listening Partys, die haben vor ihm performt, ihre Audition gehabt. Also, sehr viel Engagement hat er gezeigt, sehr viel Empathie und auch Verständnis und hat stark an sich gearbeitet und unterstützt nicht nur mit seinem Ruf, sondern auch finanziell, ne, eine ganze Community in ihren kreativen Tätigkeiten. Und daher ziehe ich wirklich den Hut vor ihm als Person und auch vor dem Personage, also Peter Fox. Ich finde das wirklich interessant, weil in meiner Bubble war nur diese Hetze. Also, es war wirklich nur: „Oh Gott, Drama und er hat da kulturelle Aneignung.“ Und ich habe dann auch auf seinem Social Media mitbekommen, was er gemacht hat dagegen. Also, ne, dass er halt die KünstlerInnen eingeladen hat und da auch Reels gepostet hat, Performance-Videos und so. Aber ich habe wirklich 'ne kritische Auseinandersetzung außer von dir überhaupt nicht mitbekommen. Ging völlig an mir vorbei. So. Ich habe es jetzt auch nicht Mhm. aktiv gesucht, so, Ja, ja. aber dein Artikel kam halt irgendwie zu mir, so. Mhm. Und da dachte ich: „Cool, das ist der Einzige, der mal nicht nur draufhaut und irgendwas hier ins Internet, haut, was nicht stimmt“, so. Also, das, hat mir auf jeden Fall geholfen bei dieser ganzen Diskussion, wa wo irgendwie der wahre Kern auch ist, weißt du? Ja, danke dir. Das Thema kulturelle Aneignung ist ja im Hip-Hop nix Neues. Mhm. Was siehst du denn da als größte Herausforderung bei diesen Vorwürfen, die immer wieder aufkommen? Das ist super interessant, weil kulturelle Aneignung überschattet eigentlich das eigentliche Problem. Das ist dann diese Thematik, wo dann Leute, die sich schuldig fühlen, so lange darüber diskutieren, dass sie sich gar nicht mit dem eigentlichen Problem auseinandersetzen müssen, Was ist denn das eigentliche Problem? dass sie nicht von der Kultur sind, dass sich nicht eingestehen wollen, auch nichts mit den Leuten der Kultur zu tun haben wollen und insgeheim die Ansicht vertreten, dass diese Leute weniger wert sind, weil sie das repräsentieren, aber sie das aufwerten, wenn sie dann Hip-Hop machen. Dass, sie das mehr verdienen, dass es in Ordnung ist, dass sie Preise für etwas verdienen, wovon sie nicht kommen, aber gleichzeitig dann Leute aus den Kulturen, die natürlich damit aufwachsen, bashen. Und dann kriegen sie eben die Gelder, die Möglichkeiten et cetera. Und die kriegen nicht die Abwertung. Die fühlen nicht die Abwertung, die mit dieser Kultur einhergeht. Das geht von Grills, es geht von Rap. Die Worte dazu sind Ghetto, ähm, ungebildet et cetera. Und dann wird diese Ästhetik genommen und dann ist es Album des Jahres. Kritisch. Mhm. Hast du da 'n Lösungsansatz? Ich würde sagen, sich mit 'ner Kultur wirklich auseinandersetzen, erst mal zuzugeben, dass man nicht weiß, was es bedeutet und das auch öffentlich so zu kommunizieren, damit den Leuten aus der Kultur arbeiten und nicht für diese sprechen wollen und niemals denken, dass man einen höheren Stellenwert in der Kultur hat, aus der man nicht kommt, als die Leute, die mit dieser Kultur aufwachsen. Und dann auch die Ressourcen, die man dadurch erhält, sei es Geld, Anerkennung et cetera, wieder teilen. Weil ich denke immer, Wissen ist erst nutzbar, wenn es für eine Gemeinschaft anwendbar wird. Davor ist es einfach nur Information. Hast du denn 'n bestimmten Case im Kopf, wo du dich abarbeitest, weil du sagst: „Es kann nicht sein, dass da so viel kulturelle Aneignung passiert und das dafür so erfolgreich ist und sich da nie zu Stellung genommen wird?“ Es wurde zwar Stellung dazu genommen, aber Drake und Kendrick Lamar und die deutsche Berichterstattung ist Da so kommen wir noch zu. das super Beispiel. Ja. Hast du mit, deutschem Hip-Hop irgendwas zu tun oder bist du voll in der amerikanischen, vielleicht auch französischen, Rap-Bubble unterwegs?
Ich bin mehr in der amerikanischen, französischen und in Deutschland mehr war ich bei Samy Deluxe, jetzt OG Kimo, und noch weiteren jungen Artists, aber jetzt so deutscher Hip-Hop weniger. Ich habe zwar gehört, aber nicht jetzt wahrscheinlich in der Tiefe, wie du dich damit auseinandergesetzt hast, wie du Expertise an den Tag legst. Ja, also es gibt halt immer wieder Kritik, gerade von so den Kleinstadtbürgerlichen, die dann einen auf Straße tun Mhm. und Drogen und Ticken und naja, was halt das Narrativ ist, was sich gut verkauft und was sich halt gut macht im Hip-Hop, wenn man halt Straßenrap macht. Ähm, und da habe ich das Gefühl, dass sich da nie zu geäußert wird. Also es ist einfach so God-given, dass es okay ist jetzt so, dass das so ja, gemacht wird. Und niemand wagt da auch teilweise Kritik zu äußern, weil es halt auch so den weiß gelesenen Genres auch einfach scheißegal ist meistens Mhm. und sagen: „Ja gut, das ist halt Deutschrap jetzt.“ So, das ist Deutschrap. So, ich denke mir: „Ne, aber Deutschrap ist ja ein Outlet von Hip-Hop.“ Also, das Ja. ist ja nicht, unabhängig irgendwie mal aus dem Boden, gesprießt, wenn man das so sagt. Daher finde ich das schwierig. Aber es hätte mich halt interessiert, ob du im deutschen, Hip-Hop, was halt meine Expertise ist, ne? Ich gucke da nicht so doll nach Amerika und kenne mich da nicht so aus. Wenn's gesagt hättest, ja, irgendwer in Deutschland ist dir halt aufgefallen. Das hätte mich interessiert einfach. Mhm. Und was mich auch interessiert, und ich weiß nicht, ob ich mich mit der Frage selber in die Nesseln setze, aber mich interessiert deine Meinung. Glaubst du, dass es kulturelle Aneignung ist, dass ich als, weiße Frau über Hip-Hop spreche und 'n Podcast habe, der darauf aufbaut? Für mich nicht. Also, an sich sollte es egal sein, wer darüber spricht. Jede Person sollte es machen können, weil das ist ja eigentlich Hip-Hop, die Essenz. Es geht um den Respekt für die Kultur, für die Leute und für die Menschen und ihnen auf Augenhöhe begegnen zu können. Wenn du das jetzt für deinen eigenen Mehrwert machst und dann sagst: „Ja, mit den Leuten will ich nichts zu tun haben, aber ich möchte daraus Geld ziehen“, dann wären wir an dem Punkt, wo wir sagen müssten: Mhm. „Oh, okay, du bist ein Problem. Du willst was rausziehen.“ Aber da du das ja nicht machst Ne. und auch sehr respektvoll nicht nur mit mir umgehst, sondern auch mit vielen anderen aus der Hip-Hop-Kultur, und es gibt ja verschiedene, Mhm. zeigt es, dass dein Herz doch dafür schlägt. Und das, glaube ich, ist die Grundessenz in allen Hip-Hop-Debatten. Viele haben kein Interesse, wenn die Kamera nicht auf sie gerichtet ist. In deiner Freizeit hörst du da auch Hip-Hop? Lebst du das zum Stück weit? Bist du da, wo das stattfindet? Interessiert das dich? Bist du quasi so 'n Hip-Hop-Nerd? Ja, aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht auf der Straße, ne? Also, ich bin jetzt Ja. nicht im Ghetto unterwegs, muss man schon mal so ehrlich Mhm. sagen. Mhm. Und ich komme jetzt auch nicht aus 'ner doll prekären finanziellen Situation. Also, es war nicht alles, eitel Sonnenschein und es gab auch sehr, sehr viele Probleme, aber es war jetzt halt nicht, dass ich jetzt sage, dass ich mich damit jetzt brüsten würde nach außen, ne? Und Ja. deswegen ist es wirklich ich, suche jetzt gar nicht nach Bestätigung oder nach Bash. Es war einfach 'ne ehrliche Frage, die mich interessiert, ob du mit deiner Expertise und deinem Blickwinkel denkst, dass das schon an kulturelle Aneignung grenzt. Obwohl ich natürlich in der Kultur Ja. lebe, mich dafür einsetze seit 100 Jahren, ähm, ne, sehr viel zurückgebe und da einfach in dem Ökosystem gewachsen bin. Ich mir aber nicht sicher war, ob ich jetzt Teil des Problems bin und ich weiß es gar nicht. Mhm. Das Interessante ist, dass Leute oftmals Hip-Hop mit negativen Aspekten über schwarze Menschen oder POC, assoziieren und dann denken, das ist Hip-Hop. Mhm, Nur weil es aus Graffiti, B-Boying, Rap entstanden ist und Leute da Gesellschaftskritik geübt haben und da einen kreativen Austausch plötzlich als Möglichkeit hatten, heißt es nicht, dass Hip-Hop Ghetto heißt. Hip-Hop heißt nicht unbedingt, wir stechen uns ab und wir ticken Drogen. Aber dann denken Leute, wir müssten das jetzt auf mhm. hipstermäßig reproduzieren und jetzt sind wir Hip-Hop, was eigentlich zeigt, dass wie du die Menschen siehst. Das heißt, du siehst keine Menschen, du siehst Karikaturen. Und da fängt das ganze Problem an. Es gibt Leute, die machen Hip-Hop, den Sound und auch die Kultur und die reden über äußerst komplexe Themen, Mhm. wie damals, Mos Def, heute Yasin Bey oder, Kendrick Lamar, Tyler, the Creator et cetera. Manche davon sind in den Suburbs, so in reicheren Vororten aufgewachsen, aber die sind, sagt man, in Tune, im Einklang mit der Culture, mit der Kultur. Mhm. Leute sagen: Okay, wir verstehen nicht. Wie ka J. Cole ist 'n gutes Beispiel. So solche sind der ist nicht im schlimmsten Ghetto in Chicago aufgewachsen. Muss man ja Ja. auch nicht, Das ist ne? ja genau die Aussage. Aber es ist oft grade in Deutschland, wo
ich mich dann bewege, ne, Ja. oder so deutschsprachigen Raum, dann auch so, ja, also Feedback, was mir auch entgegenkommt, so, ja, was hat die mit Hip-Hop zu tun? So das weiße Mädchen, die ja keine Ahnung haben, wo ich herkomme oder irgendwas, ne? Mhm. Und das ist dann oft so Kritik, die mir und dann ist so der Umkehrschluss, ja, sollte ich jetzt Drogen getickt haben am Kotti, nur damit ich 'ne Legitimation habe, dass ich jetzt irgendwas mit Hip-Hop machen kann, weißt du? Also, brauche ich diesen Faktor, damit mich jemand ernst nehmen kann? Ich bin der Meinung, nein. Aber das Außen denkt das, glaube ich, manchmal anders. Ja, das ist 'ne Aber das ist eben genau, was du ja. gesagt hast, wie die Leute auch Hip-Hop sehen, ne? Dass es halt immer hart an der unteren Grenze irgendwie sein muss gesellschaftlich. Ja, das ist dann der Punkt, wo schwarze Menschen, das ist interessant, in Deutschland wird Schwarze zusammengeworfen, aber Ja, ja. es gibt so viele verschiedene schwarze Kulturen. Es gibt afrodiasporischen Hip-Hop, es gibt afroamerikanischen, die sich gegenseitig beeinflussen. Es gibt Hip-Hop aus Nigeria, aus Lagos. Ähm, die Kernessenz muss halt da sein. Es wird Mhm. ein Thema angesprochen, die Lebensrealität gespiegelt für die Community, um was alles damit reinkommt. Aber die Leute, die dann so sagen: „Ja, Hip-Hop ist nur dieses eine, diese negativen Aspekte von dieser, marginalisierten Lebensweise." Das ist dann der Punkt, wo oftmals wir dann als afrodiasporisch schwarze Menschen sagen: „Ja, du sprichst das N-Wort mit 'nem harten R aus." Weil das ist, was du sagst: „Ja, ich bin nicht so wie die." Und das ist genau das Problem. Was du sagst ist: „Guck mal, so sind die." Aber dann willst du daran teilhaben. Aber allein dieser Gedanke, wie du uns wahrnimmst, zeigst, dass du nicht „They're not like us." Das ist ja Mhm. diese Aussage. Du lebst das nicht. Du siehst uns nicht als Menschen. Wir sind für dich ein Kostüm, was du anziehst und wieder ausziehst. Und dann bist du 'n Schauspieler und man will dich natürlich nicht haben, weil du bist kein safer Space, um mit dir über bestimmte Sachen zu sprechen, weil du das nach außen trägst. Ja, wie du meintest, wenn die Kamera drauf ist, ist es halt 'n schönes Narrativ, Ja, aber ansonsten hast du mit der Kultur halt nichts zu tun und hängst mit denen nicht rum. ja, Du interessierst dich ja auch für gesellschaftliche und politische Themen, aber mhm, eben ja auch für Musik. ja. Was ist denn da für dich bei den 3 Themengebieten so die Schnittmenge und wie bringst du das als Journalist zusammen? Ich würde sagen, im Musik und Popkulturjournalismus gibt es diese Lockerheit. Und ich mag es, komplexe Themen anzusprechen, aber immer noch so, dass sie interessant sind. So 'ne gewisse Art von Infotainment. Du schaust dir Informationen an, die sonst vielleicht so in den klassischen Medien trocken wären, und ich bringe das dir mit Charakter oder Attitüde rüber und schön bebildert et cetera, und benutze halt Elemente aus deinem Alltag, wo du dann verstehen kannst: „Oh, das passiert grad bei der Präsidentschaftswahl." Und gebe dir 'n Beispiel aus Hip-Hop. Damals, als, ähm, Nas gebeeft hat oder als Jay-Z hier gebeeft hat, diese West Coast, Tupac, Biggie Beefs und so nix. Das passiert gerade mit Biden und Trump, deswegen mögen die den und den nicht. Und dann ist es nicht mehr so abstrakt, es wird auf einmal nahbarer. Ich glaube, das ist die Schnittmenge, dass Information verarbeitet wird, so dass Leute Lust haben, mehr davon zu hören. Und das versuche ich in meiner Arbeit widerzuspiegeln. Und wie ich es auch wahrnehme von außen, du kommst halt aus 'nem sehr glaubwürdigen Punkt, ne? Also, du bist 'n glaubwürdiger Typ und ich habe das Gefühl, wenn du mir das aufarbeitest in 'ner also 'n komplexes Thema in 'ner Sprache, die man versteht, ja, wenn Mhm. man nicht weiß ich was studiert hat, so. Weil da bedienen sich ja klassische Medien auch gerne bei 'ner elitären Sprache, die der normale Bürger, Bürgerin überhaupt nicht verstehen Mhm. kann. Also, weil die Kapazität nicht da ist, gar nicht, weil sie dumm sind, sondern dafür braucht man ja auch irgendwie Raum. Und das finde ich halt gut, dass du das so, übersetzt in deiner Arbeit und auch vor allem diesen Musikteil und diesen lockeren Teil mit einfließen lässt in diese doch sehr trockenen, ernsten politischen Themen sehr oft. Ich habe im Intro ja auch schon gesagt, gutes Stichwort, dass, ja, vor allem in deinem eigenen Podcast Reflexion Mhm. dir das wichtig ist, komplexe Sachverhalte leichter zugänglich zu machen. Warum ist das denn so dein Steckenpferd? Weil du könntest ja natürlich auch irgendwie einfach komplizierte Sprache nehmen und den Sachverhalt beschreiben, aber wieso ist es so dein persönliches Anliegen, das leichter verständlich zu machen? Manchmal die Frage Ich stelle mir immer die Frage: „Woher weiß ich, was ich weiß, und für wen ist das?" Und dann sehe ich die Audience vor mir und es macht keinen Sinn, kompliziert zu sprechen. Ich kriege Ich bin deine Audience. Siehst du, und ich kriege keine Noten dafür, wenn du es nicht, verstehst, weil ich mich so kompliziert Mhm. ausdrücke. Das heißt, ich kann nicht gescheit kommunizieren. Ich kann das nicht runterbrechen, und in der Lage zu sein, etwas
in einfacherer Sprache auszudrücken und das nicht zu machen, ist für mich eine Art von Gewalt, weil das heißt, ich möchte nicht, dass diese Information nach außen durchsickert. Ich möchte gatekeepen und das ist doch das, was wir die ganze Zeit haben, sei es in Politik, Wirtschaft, egal Mhm. bei welchen Themen, dass wir das nicht verstehen. Also, zum Beispiel beim Steuersystem. Kaum einer versteht das. Und das möchte ich nicht, dass man dieses Gefühl hat bei meiner Arbeit. Und daher versuche ich immer wieder im Gespräch mit Leuten rauszufinden, was kann ich einfacher darstellen, wie kann ich es besser machen? Und dann geben sie mir Feedback, oftmals auch harsches. Harsch in dem Sinne, dass man das vielleicht in dem Moment nicht hören möchte. Dann setze mich damit auseinander und schaue da, dass ich da 'n Kompromiss finde zwischen meinem Stil und dem, was gesagt wurde und das zu kombinieren. Was ist denn so 'n Feedback, was du in dem Moment dann nicht so gerne hörst? Ähm Wenn ich glaube, wenn man lange an etwas arbeitet auf Instagram, als ich ja zu TikTok rübergegangen bin, war ich viel mehr im Instagram-Stil. Da muss man nicht so schnell reden. Ich habe eine gewisse Art, wie ich etwas mache. Und dann hast du auch ein gewisses Selbstbewusstsein oder gar Ego entwickelt. Ja, so macht es funktioniert es. Und dann Mhm. kommt jemand, ich finde es schon ganz gut, aber du redest zu langsam vielleicht in dem Sinne. Oder das ist nicht ganz nachvollziehbar. Könntest du das so oder so machen, von der Bebilderung und denkst du so: „Hä, aber das funktioniert doch hier.“ Und da ist dieses Ego, was sich dagegen wehrt, dass das 'ne neue Plattform ist. Es ist eine andere Audience, die wollen andere Sachen und da wieder abzulassen. Oder ich habe etwas falsch eingeordnet oder vielleicht den Credit nicht, so gegeben, wie man's auf TikTok machen würde, sondern direkt. Ich habe das bei Instagram oft in den Kommentaren drunter, aber die meisten lesen die nicht. Und das ist dann in dem Moment: „Hä, willst du sagen, dass meine Art, das zu machen, nicht gut ist und nicht gescheit ist?“ Aber die Sache war einfach, es könnte besser sein, indem du das und das hier feinjustierst und dann anpasst und dann erreichst du die Leute, die du erreichen möchtest. Und das war für mich: „Oh, das ist nichts Persönliches.“ Es hat einfach nur, dass die Plattform und das Werkzeug, das ich habe, muss halt einfach anders verwendet werden. Geht's dann bei der Kritik also eher um die Delivery oder auch um den Inhalt? Manchmal auch um den Inhalt, wenn ich Aspekte vergessen habe oder einfach nicht erwähnt habe wegen der Länge des Videos und ich dann sage: „Hey, ihr müsstet da noch mal tiefer reingucken“, weil nicht alles reingehen kann. Ähm, Das war mal so 'n Thema, was halt von Misogynoir, so die Diskriminierung von schwarzen Frauen aufgrund ihres Geschlechtes und ihrer Hautfarbe. Und da habe ich eine Begründerin des Wortes erwähnt und die andere, die es dann im Internet quasi viral gemacht Mhm. hat, habe ich nicht erwähnt. Und dann kam die Kritik: „Hey, du hast sie unsichtbar gemacht.“ Wo ich dann meinte: „Im Grunde genommen ist halt diese Differenzierung, aber es war schon ein valider Punkt.“ Und dann halt zu sagen: „Okay, wie füge ich das ein, dass Leute verstehen, dass die beiden da dahinter stehen?“ Und das sind dann so manchmal so Sachen, wo du denkst: „Aber ich habe mir doch die Mühe gegeben et Mhm. cetera.“ Aber es geht nicht um dich. Das ist das Allerwichtigste. So, du stehst hier im Dienste von Menschen. Du willst als Journalist oder Medienschaffender Informationen vermitteln und das auf eine einfache Art und Weise. Und da davon abzulassen, sich in den Hintergrund zu rücken und das zu machen und in dem Stil, den du machst und deswegen folgen dir Leute, weil du selbst bist und authentisch bist und man mit dir reden kann. War das denn auch die Hauptmotivation, warum du den Podcast dann gestartet hast? Dieses Übersetzen von komplizierten Themen innerhalb eines Gespräches, dass man danach quasi schlauer rausgeht, als man reingekommen ist in deinen Podcast? Auch ursprünglich war es eher, dass wir uns selbst nicht in der Medienlandschaft gesehen hatten damals, 2 Freunde von mir. Und dann haben wir uns in verschiedene Richtungen weiterentwickelt und ich bin dann wirklich auch im Journalismus gelandet und habe dann einfach gemerkt, hier kann man lange über ein Thema reden, bis ins Detail gehen und Fragen stellen. Man kann in Gänsefüßchen dumme Fragen stellen. Und ich stelle die Fragen, die ich selbst nicht verstehe oder andere und nehme die im Voraus auf, sodass ich dann die in der Folge natürlich unterbringen kann. Sodass man nicht das Gefühl hat: „Oh, ich bin ungebildet“ oder sonst etwas. Manchmal hast du so Titel, Doktor, Wissenschaftler, dies, das, Ananas, aber wir alle kochen mit heißem Wasser. Es gibt so vieles, was ich nicht weiß. Du hast ein bestimmtes Setup hier und vieles davon könnte ich zum Beispiel nicht selbst machen. Deswegen bin ich auch hier und stelle die Fragen: „Wie machst du das? Wie funktioniert das?“ Und der Podcast sollte das vermitteln, dass du also Reden, Lektion und Reflektieren in einem kombiniert. Eine Person in ihrer Expertise erklärt was und ich stelle eben die Fragen und setze mich mit dem Thema so weit auseinander, dass ich ein Gespräch führen kann,
sodass es am Ende als kompakte Information rüberkommt und dann man am Ende schlauer rausgeht und das auch direkt anwenden kann. Richtig gut. Nichts anderes machen wir hier mit Hip-Hop lebt. Gibt es denn aber überhaupt einfache Antworten auf schwere Themen, ohne zu sehr Bildschlagzeile zu sein? Ehrlich, nein. Ich habe befürchtet, dass du das sagst. Ja gut, dann nächster Punkt. Nee, denkst du nicht? Wobei, ich will nicht so absolut reden, weil Also ich meine, die Bild, ne, ja, ist natürlich jetzt sehr polarisierend formuliert, aber du ja, weißt, was ich meine. Dass alle versuchen ja irgendwie in so einer Insta-Kachel so Themen wie Depression, ne, oder irgendwelche gesellschaftskritischen Themen unterzubringen. Ich denke mir mal, in 5 Kacheln, okay. Und mhm, dann gehen die Kommentare natürlich wieder los, also macht das Internet wieder, was das Internet macht. Und ich habe das Gefühl, das macht überhaupt keinen Unterschied, außer dass man so, ja, okay, man hat wieder Content gemacht. Egal welches mhm, Outlet. Also es wird gar nicht versucht, ein sehr komplexes Thema für so eine Plattform wie Instagram zum Beispiel aufzubereiten, ohne dass es entweder egal ist oder zu polarisierend, dass Leute ja, wieder, oh, da wurde wieder gegendert, da ist wieder das, und sich wieder an irgendwas aufhängen, was überhaupt nichts mit dem Thema an sich zu tun hat. mhm. Weil das versuchst du ja, diese, ne, Trump-Biden-Geschichte zu übersetzen in eine einfache Sprache. Aber die Frage ist, wann hört diese einfache Sprache auch mal auf und wann muss man wirklich mal dig deeper, um das zu verstehen, was man da. Ich glaube, dieses Dig Deeper, was du angesprochen hast, wie auch hier im Podcast, muss man immer machen. Und dann gibt es so eine Kurz-, Mittel- und eine Langversion. Und da möchte ich Redaktion immer gerne sensibilisieren. Die Kachel ist der Aufhänger, aber die Kachel müssen so interessant sein, dass Leute sagen: „Wir wollen das Mittel- und das Langformat“ im Podcast zum Beispiel. Mittel wäre vielleicht YouTube in 15 Mhm. Minuten Video, auch anschauen. Aber wenn die Kachel schon langweilig ist, musst dir vorstellen, jemand geht auf Instagram, scrollen durch. Manche mögen, was weiß ich, sei es Seiten wie Tagesschau, Zeit et cetera, aber durchschnittliche Person geht nicht drauf und liest sich 10 Kacheln durch, die langweilig sind. Ja. Also, wie kriegen wir das am besten hin? Deswegen, du gibst die kurze Antwort, aber die muss schon so ausführlich genug sein. Ich sage: „Ich möchte noch mehr rausfinden.“ Also, es ist möglich, wenn man Lust hat und auch in Kauf nimmt, dass man länger braucht, um etwas rauszubringen. Dass du nicht 50 Minuten, nachdem was passiert ist, die tiefe Analyse machst. Die Leute in der Situation wissen nicht mal, was passiert ist. Okay, also habe ich dich von 'nem Nein doch noch zu 'nem Ja bekommen. Yes. Dazwischen. Ich will nicht absolut sein wie so 'n Sith, deswegen. Macht denn genau dieses Können für dich 'n guten Journalisten aus? Stück weit ja. Also, das Interesse haben, wie ein Kleinkind die Welt zu entdecken, aber auch, das Fehlen von Ego, dass man kritisiert werden kann, dass man Feedback erhalten kann, das auch umsetzt und auch die saubere Arbeit. Wie komme ich zu Antworten? Wo habe ich danach gesucht? Welche Position nehme ich auch ein? Weil das macht einen großen Unterschied, wer das macht und aus welcher Haltung man an etwas rangeht. Und man sollte Integrität haben und das zeigt sich eben in der Haltung. Sagt: „Das ist meine Haltung, mit der bin ich da reingegangen.“ Und so kam ich zu dem Entschluss. Dann können Leute das nachvollziehen und können das nachlesen. Wenn man das nicht mehr nachlesen kann und nachvollziehen kann, ab dann wird's kritisch. Du wirfst mir hier die Bälle zu, als hätten wir's geplant. Apropos Haltung, Ja, du arbeitest ja auch, wie im Intro schon gesagt, für die Zeit und auch den Stern unter anderem. Und, um auf 'nen anderen Artikel von dir zu kommen und da auch Bezug zu nehmen, hast du in 'nem Spiegelartikel aus 2021 geschrieben und ich zitiere jetzt: „Als schwarze Person habe ich lange versucht, mich Arbeitgebern zuliebe möglichst gut zu assimilieren. Dabei ist meine Herkunft ein Vorteil und das betone ich inzwischen auch bei Bewerbungen.“ Zitat Ende. Was genau meinst du denn damit? ich würde sagen, dass man im Alltag sehr viel Code switcht. Es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die es in meiner Kultur gibt, die ich so auf der Arbeit jetzt nicht äußern würde. Und mit der Zeit lernt man, ich muss mich selbst schützen. Du bist bei der Arbeit, um zu arbeiten. Du bist nicht unbedingt da, um deinen inneren Freundeskreis zu finden. Und es gibt halt oftmals dieses, vielleicht hast du es auch schon mitbekommen, so im Corporate: „Wir sind eine Familie, wir gehören Mhm. zusammen“ et cetera. Und wenn Der dieser Satz Obstkorb. Der ja, Obstkorb hält uns zusammen.
Und wenn das gesagt wird, musst du rennen, weil das heißt oftmals, es wird nicht so sein. Das ist so dieses, Virtue Signaling. Es wird irgendwas nach außen gute Werte nach außen getragen, ohne das wirklich innen zu leben. Rennst du auch beim Yogakurs oder nur beim Obstkorb? Yogakurs, da habe ich so mein privates Yoga, deswegen tangiert Yoga es mit mich den nicht so Kollegen, ich sehr. sage dir ehrlich, ist anders. Ich hatte das schon mal, aber es Ich hat mir nicht auch. wirklich getaugt. Wie war's bei dir? Wild, weil du siehst natürlich Menschen, die dann in Posen sind, ich kann sie einfach nicht mehr ernst nehmen, ich sage dir, wie es ist. Und ich beim Yoga sehe jetzt auch nicht unfassbar gut aus. Also, Ja. ne, ich sitze da absolut im, Glashaus. Und tatsächlich war das ja immer direkt nach der Arbeit. Und wenn du Mhm. in den Medien arbeitest, hast du ja nicht: „Ja, ich lasse jetzt den Stift fallen.“ Und ich war dann wirklich beim Yoga und hatte mein Handy nicht auf leise, weil ich's verrafft habe. Ja. Und dann habe ich 'n Arbeitsanruf bekommen vom Geschäftsführer. Na ja, ich sage mal so, da gehst du halt ran. Also, weißt du, was ich meine? So den Abstand hatte ich damals noch nicht mit Mitte Mhm. 20 oder so, ist ja Ewigkeiten her. Und damit war das Firmenentspannungs-Yoga für mich dann auch gegessen, weil ich musste dann einfach wieder arbeiten nach 10 Minuten. Ja. Und somit, war das mein erstes und letztes Firmen-Yoga und es hat mich, nachhaltig geschädigt. Und wenn ich das irgendwo lese, bin ich immer so: „Ah, das klappt doch nie.“ Ne, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Ich weiß, dass bei der Arbeit natürlich 'ne gewisse Politik herrscht. Es gibt bestimmte Sachen, da muss man leider mitgehen. 'Ne Kaffeepause, obwohl du keinen Kaffee trinkst. Raucherpause, ich rauche auch nicht. Ich mache beides nicht. Kein Kaffee, keine Kippen. So, Und damit bist du schon aus sehr ja. vielen Gesprächen bei der Arbeit, wo es auch um wichtige Sachen geht, Beförderung, Ressourcen, die du bekommst, ist ja ausgeschlossen automatisch. Und da ist halt die Frage, gibst du danach und wirst dir selbst untreu und um da bessere Möglichkeiten zu haben? Oder wir kommen zur Anfangsfrage, entwickelst du für dich so eine Kultur, wo du strategisch damit umgehen kannst, dass du entscheiden kannst, wo du mitmachen kannst und wo nicht und schaffst es dann in der Zusammenarbeit, zum Beispiel hier im Podcast zu sein, weil ich deine Arbeit auch angeschaut habe und Podcast-Folgen angeguckt habe, ich gemerkt, okay, ich würde gerne hier sitzen. Dachte mir, ich arbeite gerne mit dir zusammen. Ich komme und gebe den Teil von mir mit, den ich mitgeben kann. Und so können wir gemeinsam wachsen und dann die Kultur oder die Culture, je nachdem, wie man es bezeichnen will, weitertreiben. Und das ist dann, wo ich gemerkt habe, meine Perspektive ist wertvoll und niemand wird mir erzählen, dass sie nicht wertvoll ist. Jetzt muss ich nur noch das in ein Produkt packen, sodass man die kaufen kann. So, und das ist dann, was wir vorher hatten. Jetzt schreiben wir Rechnungen, was du meintest. Ja, wir haben uns entwickelt. Wir machen natürlich immer noch Sachen for free, aber, nicht mehr ganz so viel und nicht mehr vor allem in so 'nem Zeitaufwand. Mhm. Ähm, verstehe ich. Das heißt, du legst jetzt in deiner Arbeit mehr Haltung an den Tag, als du's vielleicht früher noch getan hast, Ja, ich ziehe auch wenn ich auch mehr. diese Aussage in diesem Artikel richtig verstehe. Und leistest in der Redaktion oder in den Redaktionen immer wieder kostenlose Aufklärungsarbeit. Ist ich sage mal so, dafür stellst du bestimmt keine Rechnung als Add-on. Aber wie geht's dir denn damit, dass du irgendwie also, aus meiner persönlichen Erfahrung, deshalb kommt die Frage, wenn ich in, journalistischen Firmen gearbeitet habe, nie als Journalistin, Disclaimer, aber trotzdem natürlich mit den Leuten Zeit verbracht habe, mit denen rumgehangen habe und einfach in einem Arbeitskontext mit denen zu tun hatte, ähm, waren sehr viele Redaktionen die ich von innen gesehen habe, sehr weiß gelesen. Mhm. So. Was nicht heißt, dass die keine Sensibilität haben für bestimmte Themen, aber da hat auf jeden Fall 'ne Expertise gefehlt, die sie sich bei manchen Themen auch nicht geholt haben. Weil dann so: „Ja, ja, ne, wir haben das verstanden, wir schreiben jetzt einfach da drüber.“ Wie geht dir das damit, wenn du vielleicht in so 'n Umfeld kommst? Oder hast du ganz andere Erfahrungen gemacht? Ich habe positive wie auch negative Erfahrungen gehabt. Ich hatte Erfahrungen, wo die Redaktion sich dessen sehr wohl bewusst waren, wo die auch gemischt war und Leute sich eingestanden haben, egal von wo sie kamen, wenn sie etwas nicht wussten. Ich habe keine Ahnung davon. Wir brauchen jemanden, der davon Ahnung hat. Lass mal in der Community fragen, wen die da vorschlagen können. Zum Beispiel Vielfalt Finder. Und dann haben die von dort dann POC oder schwarze Menschen in ihrer Expertise gesucht. Also, es ging dann von der Expertise auf die jeweilige Person. Mhm. Das ist nicht so, dass die Herkunft im Vordergrund stand: „Ja, wir brauchen jetzt wegen dem Rassismusthema die und die Sache“, sondern wir brauchen Biochemiker. Mhm. Wir haben jetzt 'n türkischen gefunden, Mhm. so in dem Sinne. Und dann hatte ich auch negative Erfahrungen, wo ich Grenzen setzen musste, weil das auch mit Gefahr einhergehen kann. Es gibt bestimmte Themen, wo du eben
als Frau oder als POC oder schwarze Person einer bestimmten Gefahr ausgesetzt bist und da musst du ganz klar sagen: „Nee, das mache ich nicht.“ Auch wenn die Leute sagen, es ist 'n super Artikel, super Schlagzeile. Nein, zu welchem Preis? Damit ihr 'n Artikel habt und ich 'n Schaden davon trage? Auf gar keinen Fall. Und das ist dann der Punkt, wo dann diese Haltung durchkommt, wo ich dann auch sage: „Hier, das ist so nicht in Ordnung.“ Also, verschiedene Themen, sei es Hip-Hop oder Asylrecht, was auch immer, da mitzuteilen, wie ich etwas sehe und das dann auch zu erfragen, Leute. Also, wenn Leute völlig dafür sind oder dagegen, egal bei welchem Thema, beides abzubilden. Aber dann ist klar zu sagen, wenn es verfassungsfeindlich ist oder gegen das Grundgesetz geht oder gegen andere ethische und Moralvorstellungen, zu sagen: „Das ist so 'n Bullshit“, so in dem Sinne. Welchen Rat würdest du denn anderen Personen geben, die noch nicht so weit auf ihrer Reise sind, wenn sie sich solchen Situationen ausgesetzt fühlen? Vor allem auch im journalistischen Bereich. Man sagt dazu oft mal: „Such dir deine Community.“ Also, versuch mit Leuten zu sprechen, denen du vertraust, wo du dich austauschen kannst. Leute, die nicht nur dich verstehen als Einzelperson privat, sondern auch in deiner journalistischen Identität. Bei der Arbeit lerne nach und nach nein zu sagen zu Dingen, die du wirklich nicht machen möchtest und strategisch zu sein. Manche Sachen sind so, das ist vielleicht nicht deine Präferenz, aber frag dich, wie sehr hast du was dagegen? Wenn es so eine Sache ist von, es ist lästig, aber, ich fände das nicht schlimm, wirklich, dann macht es. Und ich würde auch sagen, sich darauf zu konzentrieren, dass man die eigene Mitte ist in seinen Entscheidungen. Dass du dich priorisierst, also dein Wohlbefinden. Wenn du dich nicht mit etwas wohlfühlst, also überhaupt nicht, dann kämpf nicht dagegen an. Auch nicht, jemand zu gefallen. Also, so in Black Culture, sei es afroamerikanisch oder auch afrikanisch, sagen wir Massa sowie Master. Also, damals ist ein bisschen morbid und dunkel, aber eigentlich so Sklavenhalter, sagt man, dann mussten natürlich die versklavten Menschen „Yes, Master“ sagen, dass du das nicht sagst, weil die Person, die dich dann empfiehlt dich an eine sehr ähnliche Person weiter, wo du dasselbe noch mal erlebst. Dann ist die Frage: Möchtest du von einer Person gemocht werden, die dein Leben in Gefahr bringt oder dein Leben zur Hölle macht? Und da machst du dich selbst zur Mitte und da kommt natürlich auch der Aspekt: Wie sieht es auch mit Finanzen aus? Aber was ist der Preis? Bist du dafür bereit, so deine mentale Gesundheit aufzuopfern für einen Job, wo du kaputt gehst und am Ende kriegst du nur einen Betrag auf das Konto. Deswegen brauchst du die Leute, die dich unterstützen, wo du dann weiterschauen kannst und strategisch zu sein, weil du erstmal auch diese Stabilität gleichzeitig haben musst, was, wenn ich das hier fallen lasse, diesen Job, der mich gut bezahlt, dass ich eine Alternative habe. Also, hör auf dich selbst, sei empathisch, aber sei auch strategisch und hab eine Community. Das sind so die 3 Eckpfeiler, die ich weitergeben würde. Das finde ich richtig wichtig, dass du auch den strategischen Gedanken mit reingebracht hast, ne? Natürlich kann man immer zu 100% sich selbst sein und seine Haltung überall Mhm. versuchen zu positionieren, aber am Ende des Tages ist es halt 'n Job, ne? Und muss man halt so 'n bisschen gucken auch, was macht man jetzt und was macht man nicht. Ja. Du kannst ja da nicht irgendwie wie 'n also, kannst du schon machen wie so 'n Bulldozer da durch, aber Mhm. das ist strategisch auf jeden Fall keine gute Entscheidung, Mhm. weil du verprellst dir ja alle damit und nicht nur einen Chef, so. Mhm. Deswegen finde ich das 'n wirklich guten Tipp. Danke dir. Hast du da auch etwas, wo du so 'ne Lehre draus gezogen hast in deiner Karriere, wo du sagst: „Das hat mir wirklich geholfen, so meine Grenzen wahrzunehmen?“ Hm, ich glaube, das, was du auch gesagt hast, einfach Abstand suchen, wenn ich ihn fühle. Also, nicht Oh. dieses, „Wir gehen nach der Arbeit alle noch was trinken“, jeden Montag wird gequatscht, wie's Wochenende war und auch die privatesten Sachen erzählt, Mhm. irgendwie irgendwelche WhatsApp-Gruppen, ballern aufm Klo, so, weißt du, dass man wirklich einfach sagt: „I don't feel like it.“ So, mir ist Mhm. nicht damit nach der Arbeit mit dir bummeln zu gehen. So, wir sind Kolleginnen, cool, Mhm. aber ich habe 'n Freundeskreis und ich habe 'n Side-Hustle, ne, damals ja während meinen Corporate-Jobs. Ich habe nie nur Corporate-Job gemacht, also auch daneben immer Hip-Hop irgendwie versucht zu pushen, eigene Partys, Mhm. eigene Mhm. Formate, mit irgendwelchen KünstlerInnen zusammengearbeitet. So, da war immer Side-Hustle da und dann natürlich noch Leben und Haustier und bla. Also, ich meine so, ich habe gar keine Zeit. Also, wann soll ich denn jetzt noch von dieser Zeit, die ich eh schon freimachen muss für das, was ich will, nämlich
irgendwann mal die Selbstständigkeit erreichen, ne, einen eigenen Podcast, eigene Formate zu entwickeln und so, mit tollen Leuten zu sprechen. Diese wertvolle Zeit knapse ich jetzt nicht ab für ein Bummeln mit jemandem, der mir halt total egal ist am Ende des Tages. Und das sich Ja. einfach einzugestehen, dass ein gut gemeintes Nein oft besser ist als ein halb gemeintes Ja. Vor allem für einen selber. Und wenn dich die Leute da nicht mögen, dann okay. So, muss ja kein Arsch sein bei dem Nein. So. Ja, genau. Ne? Ähm, Finde ich toll. Finde ich toll. Du hast 2 Zitate genannt, die ich mir definitiv merken werde. Sehr gut. Ja. Dann nehmen wir die auch für Social Media, dann funktionieren die gut. Um einen Deep Dive zurückzuschlagen zu dem Thema, warum wir ja alle hier sind, nämlich Hip-Hop und Popkultur. Wann war denn der Moment, in dem du dich in Hip-Hop verliebt hast? Ich glaube, ich hatte nie einen Moment, wo ich mich so aktiv verliebt habe. Ich musste das nie äußern, sondern schon früh haben Cousins von mir oder mein Dad, meine Mom und auch Freunde et cetera. mit mir Musik gehört. Also von afrikanischer Musik bis auf einmal Tupac zu Nas, mein Cousin ist in seinem Studierendenalter, die Poster an den Wänden und hat mir dann die CDs gegeben. Wir haben die runtergebrannt mit R&B zusammen. Also war das schon immer so präsent vom Hören her. Und damit konnte ich mich identifizieren. Also weil Afroamerikaner nicht nur durch die Ähnlichkeit vom Aussehen, aber auch von der Kultur, da gibt es viele Ähnlichkeiten, viele Aspekte afrikanischer Kulturen sind noch da. Also war das so Musik immer um mich herum. Und es hat mir immer Spaß gemacht, mich damit auseinanderzusetzen, zu rappen, zu singen zum Spaß und da zu sein, wenn Bekannte oder Freunde dann aufgenommen haben oder andere kreative Mittel genutzt haben, um zu designen, von Albumcovern bis zu Videoshoots etc. Hast du so einen Standard-16er, den du rappen könntest? Ein paar. Wirklich? Ein paar. Also wenn du mir so eine Kugel an den Kopf hältst dann und sagst, Habe ich ich muss grad das nicht hier. ohne Fehler Habe ich gerade rappen, nicht hier. dann würde ich bei einigen Songs überleben, ja. Okay, gut. Ich zwinge dich jetzt nicht, weil ich habe keine Kugel hier. Witzig wäre es trotzdem. Also, Ja. das heißt, wenn Hip-Hop bei dir so omnipräsent war, also du bist nicht der erste Gast, sorry, dem ich diese Frage stelle. Das ist ein bisschen so die Go-To-Frage. Okay. Und es sind wirklich hier schon sehr, sehr herzerwärmende Geschichten gekommen. Deswegen deine war eher so weil gab keinen Schlüsselmoment. Aber okay. Dafür, welche Werte hat dir denn aber der Hip-Hop mitgegeben, wenn er eben immer da war? Stolz darauf zu sein, woher ich komme, dass Leute vor mir da waren. Es gibt so einen Begriff in Kamerun, aber auch in englischsprachigen, so Over-Sabi oder Sabi-Tu. So Pidgin aus Wissen und Tu alles, also dass man alles weiß und du weißt nie alles. So selbst dein Wissen, was du hast, kommt von Leuten, die vor dir da waren. Und anzusprechen, wenn etwas stinkt. Wenn etwas stinkt, dann stinkt es. Dann brauchen wir das nicht irgendwie zu umschreiben. Wir sehen das gerade und wir müssen das benennen. Und dieser Gerechtigkeitssinn, der auch von meinen Eltern kommt und auch so von meiner Familie, würde ich sagen, der hat mich sehr begleitet und die Augen zu öffnen. Ich bin nicht allein auf dieser Welt. Ich muss leider Miete zahlen auf diesem Planeten, aber es gibt noch andere und jedes Leben ist genauso komplex wie meines. Und das haben mir Hip-Hop und meine Mitmenschen immer wieder mitgegeben. Und das ist da, wo ich abtauchen konnte, wo meine Gedanken frei waren, wo ich nicht bewertet wurde in dem Sinne. Das würde ich sagen, Hip-Hop ist für mich wirklich, dass ich mich ausdrücken kann, aber auch schambehaftete Gedanken äußern konnte. Und das ging dann auch bei mir in Richtung 16er, Richtung Poesie und Schreiben, also im Journalistischen. Das ist dann alles so zusammengekommen. Ich finde, jetzt hast du die erste Frage, wann du dich in Hip-Hop verliebt hast, doch irgendwie beantwortet. Oh. Weil du Sieh mal, hast es eher ja. mit Emotionen jetzt beantwortet, als Ja. mit einem Moment. Siehst du, das war der Deep Dive, das war das Digging. Gern geschehen. Werbung. Merch machen klingt ja immer so leicht, kann ja aber total leicht überfordern. Das richtige Design, der richtige Shirt-Rohling, welcher Merch ergibt überhaupt Sinn, in welcher Stückzahl, wo lasse ich das produzieren und veredeln und. Wenn dir jetzt schon der Kopf raucht, habe ich einen Vorschlag für dich. Spreadshop bietet dir persönliche Beratung und Print on Demand.
Shop eröffnen, Produkte anlegen und los geht's. Das Ganze ist für dich komplett kostenlos und du verdienst ab dem ersten Verkauf. Details findet ihr unter spreadshop.de und das Team steht dir mit echten Menschen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ich verlinke dir das auch gerne nochmal in den Shownotes. Also das geht raus an alle aufstrebenden Musikschaffenden, Labels und Managements dieser Welt. Schaut auf der Webseite mal vorbei und überzeugt euch selbst. Werbung Ende. Wie hängen denn für dich Hip-Hop und die Gesellschaft, in der wir leben, der westlichen Gesellschaft, wie hängt das für dich zusammen? Was ist der Spiegel von was? Hip-Hop ist der Spiegel der Gesellschaft. Dann werden andere sagen, nein, aber es hat doch nichts damit zu tun. Und in dem nächsten Satz nennen sie alle negativen Aspekte, die wir vorher angesprochen haben. Aber die Frage ist, Leute tun sich ja eher nach oben identifizieren. Nach reicher, nach konventionell schöner etc. und besserem Wenn sie Lifestyle. arm sind, da habe ich mal einen interessanten Piece gelesen. Da muss ich kurz Ja, sehr gerne. einhaken mit meinem Finger. Wenn Menschen, ich sag jetzt Worte, die jetzt nicht eingeordnet sind, ja, aber wenn sie arm sind, identifizieren sie sich eher nach oben, also zum Reichtum. Und wenn sie reich sind, identifizieren sie sich eher mit dem Arm. Weil es ist quasi, ne, dann, man stellt sich reicher dar, als man ist, wenn man arm ist, und man stellt sich ärmer dar, als man ist, wenn man reich ist. So. Und das fand ich einen ganz interessanten Gedanken, weil es geht nicht immer nur nach oben. Die Reichen sagen immer, oh, ich habe so wenig Geld und jetzt muss ich das noch bezahlen. Dann tun sie so, als nagen sie am Hungertuch, weißt du, haben Ja. aber genug, sag ich mal. Deswegen, es wird nicht immer nach oben gestrived. Habe ich gelernt. Ich dachte das auch immer, dass das so ist. Aber es war irgendein wissenschaftliches Piece, was ich gelesen habe. Also so gesellschaftskritisches von einem Soziologen, glaube ich, der das geschrieben hat. Und das fand ich ganz interessant, weil es stimmt, gerade auch in dieser Steuerdebatte. Ja. So Reichensteuer, Erbsteuer, dass sie immer sagen, nein, ich habe doch so wenig, jetzt nimmt mir doch nicht noch die Steuern und so. Das fand ich ganz interessant. Also du sagst, Hip-Hop ist der Spiegel der Gesellschaft und nicht andersrum. Ja, weil ich messe die Gesellschaft an der breiteren Masse und nicht an den reichesten Leuten. Auf jeden Fall. Und Hip-Hop spricht sehr viele Sachen an, wo Leute sagen, ja, ich kann mich schon darin sehen, in vielen dieser Struggles, in vielen dieser Lebensrealitäten. Ich möchte mich jetzt gerne an einem aktuellen Beispiel langhangeln und du hast es vorhin schon gesagt, nämlich der Kendrick Lamar und Drake Beef. Ja. Es ist soweit. Das Thema, was mich die letzten Wochen komplett überfordert hat. Und so ein Beef gab es ja schon wirklich Ewigkeiten nicht mehr. Also es ging von Pädophilie-Vorwürfen zu versteckte Kinder oder uneheliche Kinder, häusliche Gewalt und was nicht noch. Und ich muss ehrlich sagen, die Arbeit, die du da auf Social Media geleistet hast das mir sehr, sehr geholfen, das Ganze in den Kontext zu setzen. Wenn du so ein Takeaway von diesem gesamten Sachverhalt, also von dem Diss hin bis zu der vor allem deutschen Berichterstattung, weil wir sind in Deutschland, ein Takeaway mitnehmen müsstest und sagen darfst, was wäre es? Boah, das ist leider negativ. Ja, okay. Wir sind hier nicht nur für gute Laune. Die deutsche Musikjournalismus-Bubble verstehen schwarze Menschen nicht. Warum? Weil sie diese nicht als Menschen wahrnehmen. Das ist aber eine harte Aussage. Ich werde sie sogar kontextualisieren, sondern als Karikaturen in der Vorstellung, entweder als ein Kendrick Lamar, so ein Rapper, der einen Pulitzer gewinnt und deswegen darf er bestimmte Sachen nicht sagen, so. Weil in deren Wahrnehmung, das ist so 'n Maßstab von der gebildeten Elite oder Journos, die, keine Ahnung, beim ARD, ZDF der Zeit arbeiten. Boah, wie konnte Kendrick jetzt an einem Rap-Battle teilnehmen? Dann hast du keine Ahnung, was Hip-Hop ist. Also, was ist denn ein Rap-Battle? Und daran merkt man, okay, du hast eine Karikatur in deinem Kopf, die wird nicht bestätigt, also musst du Kendrick Lamar jetzt aus deiner Perspektive abwerten. Und auch zu wissen, was beschäftigt denn die Menschen? Worum geht es denn in diesen Songs? Es ist nicht einfach nur, da werden Bars hin und her geworfen, sondern die Referenzen Colonizer. Wir hatten hier eine Debatte in 'nem Podcast in Deutschland, wo dann gesagt wurde: „Ja, da spricht Drake das Schwarzsein ab.“ Und es war für mich so: „Du hast nicht gecheckt.
Du hast nicht verstanden, um was es geht. Aber das ist genauso wie bei Peter Fox, das ist das, was hochgejazzt wurde. Ja. Also, das war ja das Thema in diesem Diss, dass er quasi sagt, dass Drake nicht schwarz genug ist. So. Das Mhm. kam immer wieder. Ich war so, aber ne. So, Ja, darum ging das gar nicht. ne. Also, die Kritik war die Industrie an sich. Das ist auch in dem Musikvideo, wenn man das anguckt, sehr viele Orte sind weiß angemalt worden. Das ist die Industrie, die kulturelle Aspekte nimmt, die negativen multipliziert, 'ne Kamera draufhält und sagt: „Das ist Hip-Hop“ und du siehst nur das Negative. Und gleichzeitig bei Drake ist es: Du bist nicht von dieser schwarzen, also afroamerikanischen Kultur. Du bist nicht für diese Kultur, du interessierst dich nicht für die Leute. Du verbringst Zeit mit den Leuten aus der Kultur, damit du durch die Nähe zu denen 'ne größere Reichweite hast und dann bringst du's wieder in die Industrie. Du bist mit Migos, mit Lil Baby, mit allen so unterwegs. Das ist die Grundaussage. Dir ist es so wichtig, Leute fertig zu machen, ähm, basierend auch noch auf Lügen, wenn du so viele problematische Sachen darstellst. Also, du kaufst dir Handschuhe quasi von Rappern, von Legenden und Ringe, damit du sagen kannst, du hast was damit zu tun. Und das macht doch niemand, der aus einer Kultur ist. Du musst es nicht machen. Ja, also, ich bin wirklich 'n großer Drake-Fan. Ja. Jeder, der auch nur eine Sekunde mit mir mal gesprochen hat, weiß das. Ähm, und ich fand dieses gesamte Ding ich war so: „Oh Gott, Katastrophe. Jetzt kriegt der wirklich alles ab“, so. Ob zu Recht oder Lügen, das will ich nicht anmaßen, weil ich weiß es einfach nicht, was da jetzt noch die Wahrheit ist oder nicht. Mhm. Da habe ich auch das Gefühl, da gibt's ganz, ganz viele Gerüchte, die aber nie belegt wurden oder halt einfach so in den Raum, aber nie aufgelöst wurden, weißt du? So, die leben jetzt einfach da und Ja. keiner interessiert's auch mehr, ob's jetzt stimmt oder nicht. Das ist ja ganz Mhm. oft bei diesen Sachen so. Ähm, aber für alle, die entweder diesen Beef gar nicht mitbekommen haben, weil sie sich, nicht für Hip-Hop interessieren oder wie ich völlig überfordert waren und nicht deinen tollen Content hatten, magst du ihn noch mal so zusammenfassen? Und ja, wir haben Zeit. Also, so Ja. das Gröbste, was man so sagen muss, zusammenfassen. Ich habe ja schon gesagt, was so Themen waren, aber ich habe es jetzt nicht in Kontext gesetzt. Mhm. Warum, wieso, weshalb? Also, wir haben Drake, 'n kanadischen Rapper. Sein Vater ist Afroamerikaner, seine Mutter ist Jüdin und er ist dort in den Vororten in der jüdischen Community seiner Mutter aufgewachsen. Und dann haben wir auf der anderen Kendrick Lamar, der quasi von der Westküste Amerikas ist und auch in der Westküstenkultur aufgewachsen ist. Beide machen Musik, beide sind in ihrer respektiven Größe sehr bekannt und sehr gut in dem, was sie machen. Deswegen, ich verstehe Drake. Ich habe Drake früher auch sehr viel gehört. Er ist ein guter Songwriter, er hat Skills, er ist ein super Rapper in dem Sinne. Kendrick Lamar hat auch Skills et cetera. Das Problem ist jetzt in dem ganzen Beef ist, dass Kendrick Lamar Drake auf einem psychologischen Level auseinandergenommen hat. Drake hat dagegen geschossen, aber ein paar Disses waren okay, gut, die andere waren so: Und Kendrick hat gesagt: „Ey, ich verabscheue dich und dein ganzes Camp seit damals 2013, 14, also schon seit Ewigkeiten und viele denken so, aber du bist zu groß. Du bist die Industrie geworden und an dir wird alles gemessen, aber es hat nichts mehr mit uns zu tun. Du bist nicht wirklich mit uns unterwegs. Du weißt gar nicht, wovon wir hier reden, wenn wir sagen The Culture, weil das dich interessiert dich nicht. Für dich ist Geld im Mittelpunkt und das ist ja das Interessante. Er sagt nicht: „Drake, du bist nicht schwarz, du bist nicht von dieser Kultur, die du darstellen willst. Du bist kein Gangster.“ Du hast diese Sache nicht erlebt, du hast keine Ahnung von den Sachen, du nimmst die aber als eine Ästhetik, weil das und das ist halt das, wo er wieder sagt, bei den Colonizern gut ankommt. Es kommt halt bei der Mehrheit der Hip-Hop, Community gut an, zu sagen: „Ja, Light Skin und gleichzeitig benutzt du das N-Wort, aber ich bin das. Du tust Blackface auftragen.“ Das ist das, warum deutsche Takes keinen Sinn machen. Es gibt ja damals Pusha T im Beef mit Drake hat ein Foto Stimmt. Ah, das rausgebracht. ist schon Ja, ewig her. ja. Stimmt. Oh Gott, das habe ich ausgeblendet. Und das ist genau diese Dynamik. Drake ist, in unseren Communities gibt's halt diese umso weißer, umso schöner, respektabler, strukturell, das nennt man halt Colorism. Du wirst diskriminiert auf der Dunkelheit deiner Hautfarbe als schwarze Person. Und Drake spielt die Gut. ganze Zeit damit, dass er light skin ist, also hellhäutig in dem Sinne und dark skin mit Aggressivität und
du bist real, Mhm. sozusagen assoziiert. Und er spielt immer damit und sagt das immer wieder. Warum musst du das immer wieder sagen? Weil es sein Narrativ ist? Und genau das ist das, wo man sagt so: „Wo please, chill mal.“ Das ist ein bisschen so Typen, die so einen auf Macho machen müssen. Entspann dich. Ist es denn belegt, dass er also, frage ich jetzt, weil ich's gar nicht jetzt aus der Fanperspektive, Ja. dass er sich 'n Scheiß für die Kultur interessiert und ihm Money wichtiger ist? Woher weiß man das for a fact? Er macht es daran fest, dass er, mit sehr vielen Leuten, mit denen er zusammengearbeitet hat, sei es The Weeknd oder Mhm. heute Abel, nicht mehr befreundet ist. Die haben Beef. Er macht es daran fest, dass er mit Lil Waynes Partnerin, als wieder im Gefängnis war, etwas hatte, mit ihr geschlafen hat. Man macht es daran fest, dass er immer wieder neue Flows annimmt, was an sich kein Problem würde, aber das ist zufälligerweise dann die Person, die gerade am Hochkommen ist, Mhm. sei es Lil Baby, 2 Chainz, Young Thug, also und dann nimmt er deren Art von Rappen und hat dann eine Phase, wo er diesen Style rappt und dann auf einmal ist der Style wieder weg und dieser Style kommt nicht wieder. Mhm. Ja, Und weil er ihn das besetzt hat, ja. eben und dann ist es kommerzialisiert und auch die Aussagen, dass er zu Kendrick sagt: „You rapping like you're freeing the slaves.“ Du rappst so, als würdest du Sklaven befreien wollen. Und deswegen sagen wir so, du War nicht seine zeig Sternstunde. du sagst eigentlich genau das, was wir sagen. Du bist ein Ja. Colonizer. Das ist nicht dass du nicht schwarz genug bist. Das ist die Art und Weise, wie du diese Kultur lebst und Cosplay spielst und dann die auch noch negativen Aspekte nimmst gegen einen schwärzeren Mann. Und natürlich die Leidtragenden im ganzen Beef sind oftmals dann wieder Frauen. Und da sind wir wieder beim Sexismus und Rassismus gegenüber Frauen, die dann als Kollateralschaden funktionieren. Und dann lügst du anscheinend, dass er aus Kendrick Lamars Sicht, dass er seine Frau geschlagen hätte und eine schlechte Beziehung hätte. Und jetzt ist sie in dem Musikvideo am Ende dann mit der Familie am Tanzen. Also ich kann es jetzt nicht verifizieren, ob das stimmt, aber anscheinend ist die Beziehung gut genug, dass sie hergekommen ist und gesagt: „Okay, ich tanze jetzt hier mit meinem Ehemann und, Kindern.“ Das ist eigentlich die Hauptkritik an Drake. Stimmt es, dass Drake die Mafia hinter sich hat? Weil das rumort im Internet wie wild und ich weiß nicht, ob ist es jetzt 'n Ding oder nicht? Kann Hm, er deswegen machen, was er macht und kommt so lange durch und ist so erfolgreich, wie er eben ist, weil er einfach wie Bushido damals Arafat im Rücken hatte, und einfach machen kann, was er will? sagen wir's mal so. Also, ich habe von vielen gelernt, also auch ein großer Teil meiner Familie, Cousins, Cousinen leben in Toronto und Freunde, aber auch selbst dort gelebt. Du kannst dort nichts machen in der Stadt, also Richtung Hip-Hop. Drake regiert quasi Toronto und in seinem Zirkel hat er Leute, die, Menschenhandel angeklagt werden für, sexuellen Missbrauch. Baka, Not Nice zum Beispiel. Deswegen meinte auch Kendrick: „Guck mal dein Team an. Da ist jemand im Menschenhandel involviert. Der hat hier Frauen misshandelt Mhm. und er wurde dafür verurteilt.“ Oder aber das wurde wieder irgendwie zurückgenommen, weil die Frau gesagt hat die Dame in der Situation: „Ja, es ist so nicht hat so nicht stattgefunden.“ Ja Ja, gut. er hat auf jeden Fall so Beziehungen in die Szene von dem, was man mit die Leute, die um ihn herum sind und was man so in der Stadt um ihn sagt. Wenn er sagt: „Du sollst halt nicht mehr nerven“, dann passiert halt etwas mit dir. Und was sind die, Pädophilie-Vorwürfe? Gibt's da was ist der aktuelle Stand? Er hat beim Konzert, der war fast schon 30, eine 17-Jährige auf der Bühne geküsst, nachdem er herausgefunden hat, wie alt sie ist. Das war die Frage, weil mein Wissen war noch, dass er's nicht wusste und erst danach. Und dass sie behauptet hätte, sie wäre volljährig. Das wollte ich dann noch mal nachgucken, damit ich Mhm. keine Falschinformationen da verbreite, habe es noch mal angeguckt. Ja, sie hat's gesagt. Er hat's Mhm. danach gemacht. Und Mhm. dann sagt er: „Ja, du wirst mir Probleme bringen wegen dir werde ich noch im Gefängnis landen.“ Dann so Nachrichtenaustausch mit Millie Bobby Brown, die 14 Ja, ja. war, Boys Advice, dann tust du Restaurants also vermieten und tust dann 'n jungen DJ, die war 15 oder 16, einladen und dann mit ihr über Business zu sprechen. Hat sie keine Eltern, mit denen du sprechen kannst? Da Man sind kann sie die so nicht mitbringen. Sachen, Ja. warum Drake, komisch ist. Hast du das Gefühl, bei diesem Beef gibt's irgend 'n Gewinner? Also, die Frauen auf jeden Fall nicht, da die da, Ja. Kollateralschaden waren. Aber hat jemand gewonnen?
Es gibt natürlich die Meinungen, die kursieren, aber du ganz Ja, persönlich, hast du das Gefühl, da hat jemand klar gewonnen oder haben am Ende beide irgendwie verloren? das kommt drauf an, aus welcher Perspektive man es betrachtet. Ich würde sagen, aus der also Culture, Hip-Hop-Kultur-Perspektive Kendrick. Ähm, finanziell kann es sogar sein, dass Drake auch gewonnen hat, weil es war wieder Publicity. Aber wenn wir wirklich nur von Hip-Hop ausgehen, definitiv Kendrick Lamar, weil Drake wird jetzt von sehr vielen komisch angeschaut werden und wenn du jetzt mit ihm zusammenarbeitest, kriegst du so aktiv wirklich so 'n Seitenblick, so wirklich Side-Eye von vielen aus der Kultur, die dann sagen werden: „Mit ihm? Kritisch.“ Mhm. Ich hatte das Gefühl, in der Berichterstattung war Mhm, es sehr reißerisch und sehr plakativ. À la, ja, jetzt dissen sich die Amis wieder, ah ja, und jetzt knallen die sich ab und ja, na ja, ist halt Hip-Hop, ne? mhm. Und die haben sich halt überhaupt nicht kritisch damit auseinandergesetzt, grad auch die, etablierten klassischen Medien, was ich mitbekommen habe. Ähm, wie hast du das mitbekommen und was hätte für dich anders sein müssen? Man hätte erst mal erklären müssen, wer ist Drake? Wer ist Kendrick? Für was stehen die? Um was geht es in dem Beef? Was haben sie erreicht und was sind die jeweiligen Kritikpunkte? Wohingegen in Deutschland war es 2 Afroamerikaner beefen, Schießereien. Das war der Sprung. Dazwischen, wie ist es passiert et cetera. Man weiß auch nicht mal, basierend auf diesen deutschen Berichten, waren es Kendricks Leute. Hätten die 'n bisschen Recherche gemacht, hätten die rausgefunden, dass es 'n Beef zwischen OVO, Drake, Sam Label und XO von The Weeknd ist und da noch mal das ist was völlig anderes. Aber diese Verbindung zu bringen, ist dann wieder dieses: „Guck mal, Afroamerikaner, Black on Black Crime.“ So, das ist super. Das ist der Take. Also, ich habe glaube, die hätten das machen müssen und dann auch die Lyrics und die historischen Hintergründe da einordnen. Warum hat Drake ein Blackface? Wer sind die Leute in Kendrick Lamars „Not Like Us“ Musikvideo? Was sind das für Referenzen? Welche Leute sind da drin? Was involviert es? Was hat es für eine Bedeutung für besonders schwarze Frauen? Warum funktionieren Rap-Beefs auf Kosten von schwarzen Frauen? Was können wir daraus mitnehmen? Wie können wir die deutsche Medienlandschaft da noch mal angucken? Warum werden bestimmte Aspekte, die in elitären Kreisen respektiert werden, auf Kendrick angewandt und dann sagt man, das ist unter seinem Niveau, weil er nicht mehr dem entspricht. Er entspricht nicht mehr dieser Klassifizierung in eurer Vorstellung und damit habt ihr ein Problem. Deswegen ist es der Pulitzer-Gewinner, macht jetzt das, weil ihr habt ihn hochgelobt. Ja, das ist ja nicht ein Schwarzer, der jetzt gut schreiben kann und der hat den höchsten Preis. Und jetzt auf einmal macht er ein Rap-Battle. Daher kommt der, das ist er. Aber er ist halt so gut darin, dass ihr dann sagen musstet, er verdient den Preis. Und da sind so viele Aspekte, das wo ich wieder vorher war. Schwarze Menschen werden nicht verstanden, wenn man sich nicht mit ihnen in der Essenz auseinandersetzen will. Wer sind sie? Was macht sie aus? Ungeachtet von ihrem Schwarzsein, aber ohne zu vergessen, dass es in alles reingeht, was sie machen. Du hast ja vor allem auf Social Media darüber gesprochen, ne? Oder hast du auch 'n richtigen 'n richtigen Artikel verfasst in der Zeitung? Dazu kam es nicht mehr. Das Interesse war dann nicht da, von den jeweiligen, Zeitschriften, so in dem Sinne was zu machen und dann auch von zeitlichen her. Also, habe ich das dann hauptsächlich in Stories dann gemacht, ja. Nimmst du das den Journalisten, die darüber geschrieben haben, Journalistinnen, übel, dass sie sich nicht weiter damit auseinandergesetzt haben oder Expertise gesucht haben? Ich nehme es dir nicht übel, weil ich nix von ihnen erwarte. Das ist aber auch hart. So, nicht mal im Negativen, ich habe einfach keine Erwartungshaltung. Das wäre komisch, wenn ich, etwas erwarte von Leuten, die nicht aus der Kultur sind. Und das Interessante, daher kommt es ja wieder. Ja, ich bin schwarz, aber ich bin in dem Sinne nicht afroamerikanisch. Und ich selbst muss natürlich über die anderen so afrodiasporischen, in dem Sinne die afroamerikanische Kultur lernen, Sachen verstehen, Recherche machen. Ich kann einige verstehen, weil wir Ähnlichkeiten haben. Wenn ich schon, wo man sagt, der Schwarze Mhm. sollte es verstehen, tiefe Recherche machen muss, um Sachen zu verstehen. Wer bist du dann, der das gar nicht versteht, weil du nicht aus der Kultur bist? Deswegen ist es so, ich habe keine Erwartungshaltung, weil die Geschichte zeigt in der Berichterstattung, dass es über Jahrzehnte seit Anfang in der Mehrzahl der Fälle nicht geklappt hat. Es gibt gute Beispiele, aber in der Mehrheit hat's nicht geklappt und deswegen wenden sich dann viele, die dann aus der besonders amerikanischen Hip-Hop anschauen,
beobachten oder weltweiten ab und denken so, warum soll ich mir deutsche Artikel durchlesen? Es gibt Complex, es gibt Rolling Stone, es gibt Charlemagne the God, es gibt so viele verschiedene Plattformen, die das analysieren und die das auf einem höheren Niveau in dem Sinne machen. Ich fand auch die deutsche Berichterstattung völlig irrelevant. Also, Wow. so said it, meant it. Ich habe da nicht einen Ja. relevanten Piece gelesen. Und vor allem, als dann in dieser Schießerei gemündet ist und man ja wirklich gar nicht wusste, was los ist, dann natürlich obvious Kendrick war's. Und dann nie wieder aufgeklärt gefühlt. Also, es gab dann keinen Post, so ja, Mhm. apparently es war Kendrick. Ähm, ich habe keinen Post gesehen, wo war: „Ah ja, da haben wir irgendwie 'n bisschen Quatsch erzählt. Das war eigentlich das und das.“ Es war noch egal, so, weißt Mhm. du? Weil für die ist es ja oft einfach 'ne Randgruppe, weißt du, wo er dann ach, ist auch egal. So, und da Mhm. denke ich mir: „Wie geht das so? Wie kannst du darüber berichten und tagelang dein Feed füllen und dann aber nicht noch mal Bezug nehmen, wenn es vor allem 'ne Änderung gab in der Behauptung, die du gemacht hast?“ Du hast auf, ich glaube, ich habe es bei Insta gesehen, dazu geschrieben in 'ner Story, äh: „Weiße Menschen konsumieren Black Trauma.“ Kannst du das 'n bisschen ausführen? Ja, wir hatten das vorher schon, dass in den Köpfen vieler weißer Menschen Schwarzmenschen als Karikaturen entstehen, also in übertriebener Weise, was nicht wirklich viel mit der Person zu tun hat und einen Aspekt nimmt und ihn dann exponentiell wirklich vergrößert zu einem Stereotyp. Oh, richtig gut sportlich, Wassermelonen essen, kann gut Oh tanzen, Gott. ja, Adonis, so sexuell, Mandingo, so viele Sachen, Hip-Hop aggressiv, Waffen. Und das zeigt ja genau diese Schießerei. Wenn du dann einfach nur diesen Artikel sagst, es ist 'ne Schießerei. Kendrick Lamar, Drake Beef. Der durchschnittliche Leser oder die durchschnittliche Leserin kennt weder Kendrick Lamar noch Drake. Was bleibt hängen? 2 Afroamerikaner haben sich gebieft, da war eine Schießerei. Die werden nicht sagen: „Wie ist die Schießerei entstanden? Wer war da involviert?“ Also hast du jetzt ein Bild kreiert von schwarze Menschen schießen sich ab. So, das ist jetzt das Bild. Jetzt gehen die nach Hause, wenn die ignorant sind und sich auch keine Gedanken machen. Ist das dann das Bild? Und da wird nicht die Differenz gemacht zwischen Afroamerikanern und dann Schwarzmenschen hier, weil wir oft als so Monolith einfach 'ne homogene Masse gesehen werden. Und dann ist einfach so: „Ah, seht ihr?“ Und dann geht es halt im Extrem wieder zu diesen Abschiebungen, was haben die in Deutschland zu suchen? Und deswegen meinte ich, du interessierst dich nicht für das Wohl der Menschen, weil du durch diese Schlagzeilen ein Framing oder des Frames und Narrativ kreierst, was den Leuten nachhaltig schadet. Und das ist das große Problem. Du willst diesen Kontext nicht liefern, du willst diese Mehrarbeit nicht liefern, aber du willst dich immer wieder in diesen Themen bedienen, weil die dir Klicks bringen. Hot Take: Kann Mhm. Hip-Hop ohne Bezug zur Kultur überhaupt verstanden werden? Nope. Nicht überhaupt nicht, ne, weil Hip-Hop 'ne Kultur ist. Hip-Hop ist so die Kultur von vielen Leuten. Du hast ganz interessant am Anfang gesagt, Hip-Hop ist für alle da, als ich die Frage aufgemacht habe, ob ich mich hier kulturell aneigne. Ja. Hast du gesagt: „Ne, Hip-Hop ist ja für alle, die sich irgendwie beteiligen.“ Mhm. Ob mehr oder weniger, weil irgendwie so 'n Beitrag zur Kultur kann man ja auch nicht messen, so. Mhm. Ähm, und jetzt sagst du halt: „Ne, weil die Kultur nicht leben“, so. Aber sie können ja trotzdem sich vielleicht damit identifizieren Ja. und sagen: „Ey, ich höre aber gerne den Kendrick. So, das gefällt mir richtig gut“, Mhm. aber halt an sich mit der Kultur nichts zu tun haben. Gehören sie dann dazu, gehören sie nicht dazu? Haben sie dann irgend 'ne Expertise, weil sie den gerne hören oder so? Mhm. Also, ne, wo hört so 'ne also, wo fängt die an, die Hip-Hop-Expertise, weißt du? Boah, jetzt wird es wissenschaftlich. Das ist 'ne sehr gute Frage. Hip-Hop ist für alle im Sinne, Leute können das konsumieren und hören. Man kann Leute nicht davon abhalten, Spotify, Apple Music, was auch immer zu verwenden. Ähm, Doch. du kannst ja die Alben kaufen, die Singles hören, dich mit den Leuten auseinandersetzen. Es ist eher das Sprechen darüber. Du musst immer wieder verstehen, dass du dadurch über eine Kultur oder Kulturen, Hip-Hop hat ja auch Subgenren, sprichst und gleichzeitig über Menschen. Das ist nicht einfach etwas Leeres, wo einfach nur Klänge rauskommen. Leute schreiben das aus einer Perspektive, Leute singen aus einer Perspektive, die beschreiben etwas, was sie erleben, was sie sehen. Und daher ist es so wichtig, wenn man sich
arbeitstechnisch damit auseinandersetzt oder ein Sprachrohr wird, dass man da tiefer reingeht. Und wenn man das nicht machen möchte, dann sollte man sich nicht in den Vordergrund stellen bei diesen Themen. Wenn du nicht in der Lage bist, auch Feedback zu erhalten zu der Art und Weise, wie du etwas machst, dann mach das in deinem privaten Kämmerlein in dem Sinne und hör das einfach nur als Konsument oder Konsumentin. Und das ist cool. Du kannst ja auch mit deinen Freunden debattieren et cetera. Aber es fängt an, wenn du jetzt Takes nach draußen haust, ohne was zu verstehen und dann sagst: „Ja, guck mal, all diese, N-Wörter", wenn du das Wort dann halt benutzt, die schießen sich halt ab. Jetzt wird es problematisch. Jetzt hast du etwas verbreitet, wo dann Leute vielleicht zitieren können et cetera und du färbst die Wahrnehmung zu bestimmten Menschengruppen. Man kann ja auch als Journalist aber nicht für alles ein Experte und Expertin sein. Mhm. Daher Frage, wer dürfte denn dann über den Beef schreiben? Jede Person, die sich damit, auseinandergesetzt hat und transparent offenlegen kann, wie sie zu einem gewissen Wissensstand gekommen sind, sodass man das selbst nachvollziehen kann und dann halt drüber schreiben. Ist halt bist du Teil der Culture, heißt nicht, dass du dort geboren werden musst. Ich bin ja auch nicht an der Westküste mit Kendrick Lamar aufgewachsen. Der war nicht mein Nachbar. Und Expertise ist auch immer so was Interessantes. Man sagt halt zu mir: „Ja, du hast Expertise etwas." Ja, ich lese mich halt gerne ein, aber dieses Sokrates-Zitat: „Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich weiß, dass ich immer etwas lernen kann." Ich glaube, diese Offenheit muss da mitkommen, journalistisch, und diese saubere, präzise Arbeit rauszubringen, zu wissen, du hast eine limitierte Sichtweise. Ich habe auch eine limitierte Sichtweise, weil ich nicht direkt in der West Coast Kultur vor Ort aufgewachsen bin. Ich muss sehr vieles ebenfalls lernen. Und da ist dann etwas, wo ich dann sage: „Okay, hier kann ich zum Beispiel nichts mehr sagen" und dann das weitergeben. Die Person könnte das euch besser beibringen oder diese Mhm. Person. Und das ist, was ich hier oftmals nicht sehe. Dieses: „Meine Kapazitäten sind limitiert, ich höre hier auf", sondern: „Nein, ich mache hier noch weiter" und da wird's wackelig, da wird's schwierig. Was ist denn deine ganz persönliche Meinung zu diesem Beef? Ich fand es richtig, richtig geil, dass das stattgefunden hat, weil da wurden Sachen gesagt, die ich schon sehr, sehr lange hören wollte. Ich wollte endlich, dass Leute kritisieren, was mit Hip-Hop und der Musikindustrie passiert. Und Drake war unantastbar für viele Jahre. Niemand hat so wirklich gesagt, was er für komische Sachen macht auf dem Level. Ja, ein bisschen hier Pusha T, vielleicht Meek Mill und so. Aber du konntest Drake nicht wirklich attackieren. Ich meine, der hat seine Millionen gemacht, da war respektiert, all seine Deals, wie so 'n Gott quasi in der Szene. Und jetzt wurde er wirklich outgecallt und Leute ihn unterstützen, komische Sachen angesprochen, die da waren, wo wir alle ignoriert haben. Einfach so, wir sehen alle, der macht diese Sachen und noch andere und wir entspannen. Dachte mir, dieser Beef kam zur richtigen Zeit und der hat so 'ne kulturelle Bedeutung, weil er gezeigt hat, dass du, was ich am Anfang gesagt habe, für deine Kultur einstehen kannst, für deine Community einstehen kannst, mit ihnen im Kontakt sein kannst und du musst nicht immer vor den Kameras sein, du musst nicht immer relevant sein und trotzdem bist du relevant. Kendrick droppt jahrelang kein Album, kommt zurück, droppt das Musikvideo an Juneteenth, so der afroamerikanische Feiertag in dem Sinne, den Song und dann das Musikvideo an Independence Day. Jedes Jahr an diesen beiden Tagen muss es sich Drake anschauen. Und die ganzen Ebenen, die da drin sind, haben eine ganze Industrie, eine ganze Kultur noch mal beleuchtet. Um was geht es hier eigentlich? Warum machen wir eigentlich Hip-Hop? Und deswegen fand ich, das war sehr, sehr wichtig, dass es so passiert ist. Und das sollte uns alle so wachrütteln, noch mal zu schauen, was ist unsere Intention, wenn wir darüber sprechen? Wofür wollen wir Hip-Hop machen? Wo treiben wir ihn hin? Für wen sprechen wir oder aus welcher Perspektive? Und es hat noch mal journalistische Standards, finde ich auch, in Frage gestellt. Und das fand ich so begrüßend. Ich habe mich auch selbst noch mal hinterfragt und noch mal einige Sachen angepasst. Schönes Schlusswort für den Beef von den beiden. Ich Danke war einfach dir. nur sad, dass mein Superstar darin beteiligt war und jetzt irgendwie outgecallt wird und ich war so: „Fuck, jetzt kann ich nichts mehr hören, ey." Ein Star, den ich Mhm. gerne höre, auch der ist mir nicht mehr vergönnt. Hörst du ihn nicht mehr, weniger oder ist es so: „Ich höre es immer noch, gefällt mir"? Ich muss ehrlich sagen, weniger. Oh. Ähm,
weil ich bin auch nicht so also ich verteidige den jetzt nicht bis zum Blut. Ne? Mhm. Ich mag einfach die Songs. So, ich bin jetzt kein Drake-Persona-Ultra, der den so glorifiziert. Mhm. Bei mir geht es echt eher um die Musik, aber Künstler-Musik-Trennung ist ja so eine Sache. Ich höre es gerade wirklich weniger und habe mich selber auch vor unserem Gespräch, wo ich mich ja auch noch mal in diesen ganzen Beef reingelesen habe und auch, ne, worüber ich mit dir sprechen wollte, auch noch mal überlegt, woran das eigentlich liegt. Und ich glaube, es hat wirklich damit zu tun, dass ich das auch ultra cringe fand, was Drake da gemacht hat und was er gesagt hat. Und ich war dann so: „Lass doch den Kendrick jetzt in Ruhe. Also, jetzt erfindest du da irgendwas, was du behauptest?“ Und er hat sich selber in so Lügen verstrickt und ich war so: „Bro, let it go. So, du hast Mhm. halt verloren.“ Und aber er hat da so dran festgehalten so, ne? Und mit seinem Team. Und ich war so: „Mann, deine Leute, die sind nicht so cool, wie du sagst.“ So, ja, für mich war's persönlich einfach nur schade, weil Drake in für mich so 'n bisschen entmystifiziert wurde durch diesen Diss. Und Das ist es. das ist als jemand, der, wie ich ja auch in der Musikindustrie arbeitet, also jetzt gar nicht, amerikanische Superstars oder so, ne? Aber Mhm. man lernt ja viele Künstler und Künstlerinnen kennen und merkt: „Uff, ei, 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 hätte ich die mal lieber nicht kennengelernt. Ja. Jetzt kann ich die Mucke irgendwie nicht mehr so ganz hören wie vorher.“ Und Drake war immer so dieser eine, wo ich mir gesagt habe: „I don't wanna know. Ich will's einfach hören, ich will's feiern, ich bin Ultra-Fan, lieben wir.“ Und jetzt weiß ich halt Sachen, die ich lieber nicht gewusst hätte, weil ich's jetzt einfach nicht mehr so konsumieren kann. Es geht nicht. Ja. So. Ich cancel den jetzt nicht, aber noch nicht. Wer weiß, was noch kommt. Ähm, ja. Aber persönlich bin ich voll bei dir, dass das genau zur richtigen Zeit kam und wirklich wichtig war, auch für Hip-Hop mal kurz zu schütteln, worum's hier eigentlich geht. Stimmt, ich würde sagen, die Qualität hat abgenommen in vielerlei Hinsicht, Ja. weil es ging darum, einfach nur 'n Album rauszubringen, in letzter Zeit auch. 40 Lieder. Ja, Ich ja. verstehe das auch mit der Streaming-Landschaft. Die Leute wollen so viele Streams wie möglich. Uh, okay. Gesundheit. Irgendjemand macht Au, gell? Und danke sehr. Und es ging dann halt auch in der Richtung von, die Qualität geht runter, mehr Songs, aber es geht darum, sich kreativ, künstlerisch auszudrücken. Das ist doch der Kern davon. Ja, und auch mal 'n Punkt zu machen, ne? Auch mal sich zu äußern zu Sachen. Ja. Ich fand's auch völlig falsch, dass diese Informationen, die ja anscheinend beiden Camps vorlagen, auch zu den Frauen und Kindern, die da irgendwie noch involviert wurden, dass ich war so: „Okay, Bro, du hattest die Info jetzt wahrscheinlich nicht erst seit gestern und jetzt bringst du sie aber raus, weil's halt wirtschaftlich für euch grade vorteilhaft ist, weil ihr halt in einem hochmedialen Beef seid.“ Mhm. So, das fand ich natürlich rein moralisch nicht okay, weil ich dachte: „Okay, du hättest zu any given time darüber rappen können oder das zur Anzeige bringen können“ oder was auch immer man dann macht, ja, Gerüchte streut oder so. Und jetzt machst du's halt in diesem Beef seit Jahrzehnten, bringst du jetzt plötzlich irgend 'n uneheliches Kind oder irgendwie häusliche Gewalt auf. An so 'nem Kaliber wie 'nem Kendrick oder 'nem Drake wird sich da jetzt abgearbeitet mit so Themen. Das hätte ja jederzeit passieren können und hätte Aufschrei Ja, gegeben. das ist genau der So. Punkt, der mich halt, irritiert hat. Und deswegen vorher zur Frage: „Wer hat gewonnen?“ Deswegen meinte ich kulturell Kendrick, aber ich gucke beide komisch an. Ne, Ich finde wirklich. auch beide komisch. Ich war so: „Weiß ich nicht.“ Kendrick hat klar gewonnen, finde ich auch, kulturell, Ja. musikalisch, muss ich als Drake-Fan auch sagen, so Mhm. no feels so. Das ist auf jeden Fall Kendrick, aber ich habe auch das Gefühl, am Ende haben die beide verloren. Ja. Beide sehen wir jetzt, ne, wir sehen jetzt nicht mehr den Pulitzer Kendrick, der über alles erhaben ist, und wir sehen nicht mehr den Superstar Drake, der irgendwie unantastbar ist, sondern die haben jetzt beide, glaube ich, 'n Knacks weg. Zumindest für den Moment. Ich habe Kendrick nicht mal am Pulitzer festgemacht, aber Ja, der du nicht, aber die der anderen. der hat ja immer, sich auch stark selbst kritisiert in seinen Liedern und wo dann auch Drake so gesagt hat: „Ha, du wurdest sexuell missbraucht.“ Also, das Das hat er zeigt gesagt? das hat Drake gesagt im Song, Oh ja. Gott, ey, das waren so viele Songs. Ich sage dir, wie's ist. Das Lustige war aber, das war falsch. In dem Song, Mr. Morales und auf dem Album, da hat Kendrick eigentlich gemeint, seine Mutter hat es erlebt und hat es auf ihn projiziert und angenommen, dass er's erlebt hat. Drake Hm, hat das falsch interpretiert und macht sich dann über 'n anderen Mann lustig, wenn über toxische Maskulinität gesprochen wird und sagt: „Haha, du wurdest sexuell missbraucht.“ Das zeigt ja, mir einfach, was für Abgründe da entstehen. Und ich sage nicht, dass man sich nicht dissen sollte, aber ich gucke beide komisch an, weil ich so merke, ihr sitzt mit diesem Wissen da, wie du gesagt hast, wirklich. Das kommt nicht raus. Und das ist das, was sie rausgebracht haben. Was wissen wir nicht? Was passiert in dieser Industrie, was wir nicht sehen?
Und das ist für mich dann die größere Diskussion ist, was ist das für eine eklige Industrie für Frauen? Ja, Amen. Also, geht halt gar nicht. Deswegen habe ich großen Respekt vor dir, vor jeder Danke. Frau in der Kreativszene, weil wir jetzt darüber sprechen oder Musikszene, dass du in 'nen Raum reingehst und die Männer denken sich einfach nur: „Ja, wann kann man hier was starten?“ Also, ne, wir müssen doch ehrlich sein. Ey, 100%, 100%. Also, die eure Lieblingsstars, die lernt man so kennen und dann denkt sich so: „Ey, wie eklig ist dein Team eigentlich?“ Ja. Und das ist halt alles in so Machtdynamiken. Aber ja, es ist einfach hässlich. Es ist einfach wenn du als Mann sagst, das findet nicht statt, dann bist du ein Lügner. Natürlich sieht man das. Und dann sagt man hier: „Ey, das geht so nicht“ und so. Aber in den meisten Fällen halten die meisten die Klappe, weil sie sich denken, das ist der Chef von dem Label, das ist der Manager von dem Label und Frauen sind dann halt so, jetzt wie du, in so Situationen. Und das zeigt mir einfach, wir Männer sind ziemlich eklig in dieser Szene, also durch die Bank durch, wirklich. Irgendeine Scheißsache nach der anderen und das sieht man halt jetzt hier in solchen Beefs dann noch mal extra ausgelebt und dann auch noch kapitalistisch angewandt. Mhm. Das ist das, was mich so fertig macht und ich höre beide weniger. Ja, „They Not Like Us“ höre ich schon öfters, muss ich ehrlich sagen. Ist Aber 'n diese eine Line da, ich war letztens ja. Schnack aus meinem Leben, ich war Mhm. letztens im Nagelstudio und habe mir Ja. gegönnt und dann Period. Period, so. Ich bin 'ne Basic Bitch, aber manchmal muss es einfach sein. Und dann kam „They're Not Like Us“ und dann kam natürlich auch diese, „Certified Lover Boy, Certified Pedophile“ und ich war im Nagelstudio und ich fasse es kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt sitze ich hier völlig out of context. Da kommt dieser Song und dieser Pädophilie-Diss gegenüber Drake und es läuft einfach durch. Ist einfach so: „Hey, geil, cooler Tune.“ Und das ist jetzt anscheinend der Status quo. Und bald hören wir den im Club und können dazu tanzen. Also, ich nicht, aber die anderen. Und ich frage mich, wie das ist so falsch, finde ich, Mhm. dass das sich so entwickelt hat. Jetzt mit ich meine, es ist 'n Hit, das ist super produziert und der Beat ist mega. Mhm. Aber das, was da gesagt wird, ist ja die also, eine der schlimmsten Anschuldigungen, die du ja machen kannst. Ja. So. Und ich Mhm. möchte jetzt auch nicht Drake sein, so, weißt du? Ja, das ist die Sache ist, sind nicht beide auf freiem Fuß? Wo sind die Investigationen? Das ist das. Also, ich wünsche niemanden die Polizei auf den Nacken et cetera, dass sie einem im Rücken ist. Aber eigentlich, was da gesagt wurde, Das meine ich. Warum passiert da jetzt nix? Oder also, passiert was im Hintergrund und wir wissen's nicht? Wäre ja es wünschenswert. das ist halt immer noch das Ding, ist dann natürlich auch problematisch, weil das auch viele, besonders mit der Polizeigeschichte in Amerika, die benutzen das besonders gegenüber schwarzen Menschen, Mhm. um sie dann ins Gefängnis zu bringen. Und das ist auch noch mal 'ne ganz andere Geschichte, wieso Sklaverei da möglich ist. Aber wir hören das, wie du sagst, wir sind entertained von so einem Bullshit und ich habe gleichzeitig so Scham und Ekel auch vor mir selbst, weil ich sitze da, ich so: „Pa, pa, pa, pa“, ne? Und er Klar. sagt gerade: „Du bist 'n du betreibst Pädophilie“ Ja, und ich habe sogar konkrete Beispiele, Videomaterial, wo ich das hier, guck mal, ja. das ist das, was mir irgendwie nicht in den Kopf reinkommt und ich wünschte, so was hätte Folgen. Wirklich, dass da richtig irgendwelche Folgen im Justizsystem da sind oder dass sie Community-Arbeit leisten müssen, dass sie in einem Center, was weiß ich, das abarbeiten müssen, weil was soll das? Aber ist 'n vibey Tune. Kann man nicht sagen. Das ist das. Mal von den, Rap-Superstars, aus der ganzen Welt zurück zur echten Welt. Mhm. Worauf freust du dich denn musikalisch in diesem Jahr? Was müssen wir aufm Schirm haben? Worauf freue ich mich musikalisch? Boah, das ist schwer. Grade ist lustigerweise mein Kopf blank. Das ist Also gut, glaube ich. Aber in dem Studio hier sind auch 36 Grad, ja, und wir sabbeln hier schon wirklich lange. Also, ist okay, dass du 'ne kleine Denkpause brauchst. ich würde sagen, ich freue mich auf den Liveauftritt von Asake in Berlin wieder. Das ist mir jetzt ad hoc eingefallen. Und lustigerweise oder makaberweise wahrscheinlich, wenn Kendrick 'n Album rausbringt, den Intro-Song vor dem Musikvideo, das fand ich richtig nice. Guck mal, da sind wir wieder an dem Punkt. Ich bin Teil des Problems. Ja, aber wenigstens erkennst du das. Ja, Einsicht ist die halbe Miete, sagt man so schön, zumindest in Brandenburg.
Ich weiß gar nicht, ob der Spruch so geht, wahrscheinlich schon. Ähm, Hast du denn das Gefühl, dass die Branche und die breite Masse Talents übersehen, weil wir so beschäftigt sind mit den ganzen Superstar-Beefs und Ascha kommt nach Deutschland und tralala, dass sie irgendwie die Medien sich nicht an den eigentlichen Talenten abarbeiten thematisch, sondern nur auf boulevardeske Themen gehen? Die großen Medien, ja, die wollen ja Reichweite und da sind ja Personen des öffentlichen Lebens daher relevant. Es gibt natürlich kleinere Plattformen, die darauf achten und diese Plattform, bis sie dann wieder groß werden. Aber es gibt so viele gute Underground, Artists, weniger bekannte, die so viel Talent haben. Ich weiß nicht, wirklich verschiedene Boondocks. Okay, Slate ist jetzt nicht mal so klein, IBX et cetera. Ähm, ja, Was ist denn dein Wunsch für Journalismus? eine bessere Fehlerkultur zu entwickeln, Fehler offen zu kommunizieren. Ich würde mir wünschen, dass zu einem falschen Post oder einem mangelhaften Post ein korrigierter Post wieder hochgeladen wird. Nicht dieses: „Ja, wir haben einen Fehler gemacht, das bleibt jetzt einfach da“, dann löscht diesen oder wenn ihr von Transparenz her da haben möchtet, ladet ihn noch mal hoch. Hier mit zusätzlichen Informationen und noch mehr diese Einstellung von: „Wir können falsch liegen. Wir sind nicht die Instanz, die sich selbst kontrollieren sollte.“ Und wenn, dann von außen. Ja, also wirklich hier hört die Expertise auf und deswegen geben wir das weiter. Und mehr Zusammenarbeit, weniger das Konkurrenzdenken, sondern mehr als ganzheitliches Konstrukt an einem Strang ziehen und von anderen zu lernen. Auch weniger Ego, weil wir haben eine sehr große Ellbogengesellschaft, würde ich sagen. Und mehr solche Podcasts, ja. Danke. Was ist dein nächstes großes Ziel? Gibt es eins? Hm. Das ganz Große, das würde ich für mich behalten, aber das nächste Ziel wäre, ähm, einen Live-Podcast zu machen. Da gibt es nämlich etwas, woran wir gearbeitet haben und das geht um die deutsche Kolonialzeit in Kamerun, wo wir auch vor Ort waren. Genau, und das in Live-Podcast zu präsentieren, dass Leute das anhören mit Zeugenberichten aus der Zeit, also Audios von den Leuten, die es erlebt haben und es auch erzählen im Detail. Es ist sehr traumatisierend, muss ich sagen, aber das ist etwas, was mich bewegt und ich hoffe, das können wir bald realisieren. Count me in, ich bin da. Einen Gast Danke hast du schon dir. mal. Was ist deine Frage an meinen nächsten Gast? Deine Frage. Damit tue ich mich schwer, weil ich so einige habe, Du musst dich entscheiden. aber die eine, die mir jetzt einfällt, ich habe mir sogar mehrere runtergeschrieben. Das ist das Problem mit mir. Dann kommt meine Impulsivität und ich denke mir dann wieder: „Ne, werf das alles weg, was ich aufgeschrieben habe.“ Kannst du doch. Da hängt jetzt auch nicht also hier keine, Pistole an deinem Kopf. Kannst Mhm. alles sagen. Ich würde sagen, wie tust du in deinem Alltag einer anderen Gruppe, die marginalisiert ist, Opportunitäten zukommen lassen? Und was war der Moment, wo du gemerkt hast: „In der Hinsicht war ich blind?“ Gute Frage. Das wird auf jeden Fall einiges über den nächsten Gast aussagen, je nachdem, wie die Antwort ist. Ähm, Hast du noch 'n Thema, was wir vergessen haben, was du noch loswerden möchtest für alle, die bis hierhin zugehört haben? Die 3. Was gibt's noch? Ich glaube, offen zu sein, musikalisch besonders und auch Artists zuzutrauen, dass sie andere Sachen ausprobieren können. Also, nicht nur basierend auf Herkunft oder Musikstil annehmen, dass jemand, der rappt, nur rappen kann. Lasst Artists einfach Experimente machen. Auch wenn ihr den OG Kimo jetzt unter Fieber und kennt et cetera oder nur mit Funkvater, wenn er morgen 'n Gospel-Rap reinbringen möchte, traut es den Leuten zu. Hört es einfach mal an. Ihr müsst es nicht mögen, aber für jeden
Stil, den ihr nicht mögt, gibt es andere, die den mögen. Und das sollten wir auch zulassen, sodass Artists nicht denken: „Oh, ich muss diesen einen Stil weiter melken, damit ich relevant bleibe.“ Offenheit, würde ich sagen. So wie ich Drake gegenüber, als er sein Dance-Album gemacht hat. Das ist 'n sehr guter Da Punkt. hat er mich fast verloren, aber er hat mich dann doch gekriegt natürlich. Ähm, danke, dass du da warst. Danke, dass du mein Gast warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe zu danken, Ich mir habe, auch. einiges gelernt, auch noch mal aus 'ner anderen Perspektive gesehen und fand's 'n sehr unterhaltsames Gespräch. Danke. Danke, danke für deine guten Fragen Danke. und deine Präsenz, auch dass du machst, was du machst. Auch die Art und Weise, wie du deine Fragen stellst, sehr empathisch. Also, ich habe mich sehr wertgeschätzt und gesehen gefühlt und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Aspekte, die man so in Medien mitgeben kann, dass Leute das Gefühl haben: „Ich kann hier entspannen und frei reden und mir wird zugehört und gleichzeitig werde ich auch kritisch hinterfragt und kann an mir selbst arbeiten während dem Prozess.“ Das ist hier durchgekommen und dafür bin ich dir dankbar. Dankeschön. Das ist ja wirklich Feedback von Herzen. Oh, da werde ich ganz rot. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, wie immer, passt auf euch auf und denkt dran, Hip-Hop lebt.